Sepsisvorsorge und Sepsisbehandlung nicht unbedingt sehr gut abschneidet im internationalen Vergleich, sondern wir liegen da ziemlich schlecht. Es ist also schon ein Thema, was wichtig ist zu besprechen, und das wollen wir heute auch tun. Und wir haben uns ein bisschen darauf verständigt, dass wir 3 große Punkte in diesem Webinar versuchen anzusprechen. Das ist ja, man muss mal gucken, wenn die Diskussion so ein bisschen gerade interessant ist oder so, wissen wir nicht, ob wir es schaffen, aber wir versuchen es zumindest. Und das wäre eben Punkt 1, dass wir uns unterhalten über Symptome, Anzeichen, Warnsignale und dort insbesondere natürlich die Sicht der Betroffenen hören möchten, die heute hier in der Diskussionsrunde mit dabei sind. Der zweite Punkt wäre halt, welche Rolle spielen tatsächlich Medizinerinnen, Pflegekräfte und RettungssanitäterInnen? Ja, da kann sicherlich dann Matthias auch eine ganze Menge dazu sagen. Und auch die Anna, die ja auch aus diesem medizinischen Kontext kommt. Und der dritte Punkt, der mich tatsächlich auch sehr interessiert und wo ich viele Fragen habe, ist der Punkt der Nachsorge und der Langzeitfolgen. Wie sieht es da in Deutschland aus? Welche Probleme gibt es da? Und wie haben das die Betroffenen empfunden, die ja eine Sepsis überlebt haben und jetzt eben auch damit konfrontiert sind, mit den Langzeitfolgen leben zu müssen? Und ja, das sind so die 3 großen Punkte, auf die wir versuchen heute einzugehen. Und ich glaube, es an dieser Stelle wäre ganz schön, wenn ich mal also ganz kurz vorstelle, wen wir denn heute überhaupt alles mit in unserer Runde haben. Gehört habt ihr schon Dr. Matthias Gründling, ein Intensivmediziner der Universitätsklinik in Greifswald. Ist also nicht so weit weg von meinem Geburtsort. Und ja, jemand, der sich sehr, sehr intensiv mit Sepsis auseinandersetzt. In Greifswald hat er eine Vorreiterrolle übernommen. Es gibt da ganz, ganz viele Projekte und es wird immer wieder darauf hingewiesen, die werden selbst sehr doll geschult da in ihrem Klinikum und das wirkt sich tatsächlich auch aus. Also die Zahlen sind im deutschlandweiten Vergleich einfach hervorragend. Also sie haben viel, viel weniger Sepsis-Tote zu beklagen. Und ja, da kann er mit Sicherheit aus der beruflichen Praxis eben sehr, sehr viel erzählen. Dann haben wir, die ist gerade dazugekommen. Hallo Anna. Dr. Anna Bichmann. Das ist sozusagen auch eine Fachfrau in unserer Runde mit sehr hoher Kompetenz, kommt aus dem intensivmedizinischen Bereich, war dann selbst von Sepsis betroffen und hat sehr viele Erfahrungen gemacht, ja, wie das ist, wenn man quasi als Kollege von Kolleginnen behandelt wird. Und da wird sie spannende Einblicke uns sicherlich geben können nachher. Dann haben wir noch in der Runde die Julia Schiedermeier, kommt aus Bayern, aus Eying. Das ist irgendwie zwischen München und Rosenheim. Ja, Genau. genau, zwischen München und Rosenheim. Ja, auch von Sepsis betroffen. Sehr viel Operationen hinterher, sehr viel ja, Leid hinterher und ja, trotzdem ein unglaublich positiver Mensch, wie ich erfahren durfte. Und das finde ich sehr schön. Sie arbeitet als Life-Coach. Und ja, man kann sich da also sehr viel Beratung holen. Und ich glaube, wenn jemand sowas durchgemacht hat, hat er auch einen großen Erfahrungsschatz, den es da weiterzugeben gilt. Und unser Mann noch in der Runde, es ist der liebe Arne Trumann aus Zeven, das ist in der Nähe von Hamburg, gehört aber noch zu Niedersachsen. Und er ist im Vorstand der Deutschen Sepsishilfe e.V. und im Kuratorium der Deutschen Sepsis-Stiftung aktiv. Jemand, der also nach seiner Erkrankung und der Genesung sich dann dem Thema sehr verschrieben hat und hat gesagt, okay, ich muss da was tun. Ich will aktiv werden. Ich will das jetzt nicht nur so, dass ich das überlebt habe, sondern tatsächlich auch ja, etwas weitergeben, dass da sich Verbesserungen einstellen. Das ist so ganz kurz nur vorgestellt, unsere 3 Menschen, die wir hier in der Runde als Betroffene begrüßen dürfen. So, fangen wir an, würde ich sagen. Es warten sicherlich alle ganz gespannt schon. Und wir starten mit dem ganz großen Thema eben Symptome, Anzeichen und Warnsignale. Da werden jetzt die 3 Betroffenen auch gleich noch mal eine ganze Menge zu sagen dürfen. Und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass ihr mal ganz kurz, auch wenn ihr das schon ganz oft gemacht habt, ich weiß das in Funk und Fernsehen, aber ganz kurz nochmal eure Geschichte erzählt, damit die Leute vielleicht einfach mal so einen ganz kleinen Einblick bekommen und wir auf so eine persönliche Ebene einsteigen können. Ich würde sagen, Julia, fang du doch ruhig mal an. Mache ich gerne, danke. Ja, also es fing ganz klassisch mit Erkältungssymptomen an im Februar 2019. Also so dieses, man merkt einfach, es kratzt im Hals, die Nase läuft,
es fühlt sich so an, als wenn irgendwie die Knochen wehtun. Und es war auch Grippesaison, muss man dazu sagen. Und wo ich gesagt habe, okay, also die Kinder im Kindergarten oder beziehungsweise Schule haben wahrscheinlich den nächsten Infekt mit nach Hause gebracht und habe mir nichts weiter dabei gedacht und habe mich halt, wie ich es sonst auch mache, dann einfach ins Bett gelegt und habe gesagt, okay, schlafen, ausruhen und dann ist es am nächsten Tag irgendwie besser. Und das war aber nicht der Fall. Also die erste Nacht von Samstag auf Sonntag war schon ziemlich bescheiden mit Fieber und Schüttelfrost und es tat wirklich gefühlt jeder einzelne Knochen weh. Und wir waren an dem Wochenende bei meinen Schwiegereltern eingeladen und sind dann Sonntag wieder nach Hause gefahren. Und da fing das schon an, dass so rechtzeitig, also wie so ein Seitenstechen, als wenn man beim Sport ein bisschen zu schnell losgelaufen ist. Und das fing halt immer bei jedem Atemzug an, in der rechten Seite zu stechen. Und ich wusste dann schon immer nicht mehr, wie ich im Auto jetzt noch sitzen soll. Und bin aber auch zu Hause dann gleich wieder ins Bett und habe gesagt, okay, also das ist irgendwie was, nicht nur ein normaler Infekt, sondern das ist halt einfach wahrscheinlich wirklich die Influenza. Also geht es jetzt ins Bett und habe dann mit auch Fiebersenker genommen, weil es einfach mit dem Fieber mehr wurde, was ich von mir aber schon auch kenne, wenn ich krank bin, dass ich einmal, sag ich mal, relativ schnell hochfiebere und das dann auch wieder runtergeht. Deswegen habe ich mir dann noch gar nicht so Gedanken gemacht. Ja, also das war eigentlich so erstmal ein ganz typischer Erkältungsverlauf, sage ich jetzt mal. Der Montag war dann so, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, nee, also ich würde ganz gern doch mal zu unserer Hausärztin das anschauen lassen, zumal einfach rechtzeitig so diese Bauchschmerzen einfach mehr wurden und ich das noch nicht so ganz einordnen konnte, was das jetzt ist. Und wir sind dann zu unserer Hausärztin und aufgrund der Symptomatik, Fieber, Schüttelfrost, krank fühlen, Influenza-Zeit hat sie auch gesagt, naja, Frau Schiedermeier, Sie werden sich wahrscheinlich einfach wirklich die Grippe eingefangen haben. Das das Wartezimmer sitzt voll, also Sie reihen sich da jetzt gerade ein. Es fühlte sich auch ähnlich an wie die Grippe, die ich ein Jahr zuvor hatte. Also auch das war deckungsgleich und es war noch nicht so, dass ich jetzt, sage ich jetzt mal, sehr alarmiert war. Es wurde dann schlimmer, als das Fieber irgendwann mit den typischen, sage ich jetzt mal, Fiebersenkern und Hausmittelchen, ich mache einen Wadenwickel und so weiter, nicht wegging. Ja, und dieses Krankheitsgefühl so massiv zugenommen hat, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe mich noch nie so krank gefühlt in meinem Leben und es tut so weh und ich kann schon irgendwie nicht mehr vernünftig atmen. Also ich habe dann so mehr, ja eigentlich nicht gelegen und auch nicht gesessen. Ja, also das war so ein Punkt auch, ich wusste schon nicht mehr, wie ich mich halten sollte, dass ich wirklich auch vernünftig Luft bekomme und war dann nachher irgendwann extrem kurzatmig und habe auch nur noch so ganz flach atmen können. Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, also irgendwas ist komisch, ja. Und es war auch kein Husten. Also sonst ist es ja oft so, wenn man sagt, man kriegt Atemnot, dann ist ja meistens wirklich, dass die Bronchien einfach auch betroffen sind, dass man sagt, okay, jetzt kommt auch noch ein richtig kräftiger Husten mit dazu. Das war aber nicht der Fall. Und komischerweise war immer noch nicht dieser Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, also jetzt müssen wir irgendwie den Rettungsdienst anrufen. Das war immer noch so, wir hatten es ja auch in dem Vorgespräch, man kompensiert unheimlich viel. Und wir haben dann auch noch in der Hausarztpraxis am Dienstagvormittag angerufen und und ich habe gesagt, ich hätte gern noch für nachmittags einen Termin. Ja, also jetzt im Nachhinein ist so, wo ich sage, also was Bekloppteres gibt es eigentlich gar nicht. Aber es war wirklich so, wo ich gesagt habe, ich hätte jetzt dann doch nachmittags ganz gern nochmal einen Termin, dass da einer drauf schaut. Und bin wirklich mit über 40 Fieber bei uns aus der Dachgeschosswohnung noch die Stufen runter aus dem 2. Geschoss. Und mein Mann hat mich dann zu unserer Hausärztin gefahren. Und dort bin ich noch in den 1. Stock. Und da war dann der Punkt, wo ich wirklich nur noch auf diesen Hocker geplumpst bin und gesagt habe, so, und jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Ja, und das war der Punkt, wo meine Hausärztin mich dann gesehen hat und gesagt hat, okay, und Sie sind auch kein Fall mehr für unsere Hausarztpraxis, ich rufe jetzt den Notarzt. Ja, und das war, also dieses von vormittags, ich rufe an, lass mir noch einen Termin geben, bis dann wirklich in die Praxis, das waren 4 Stunden. Ja, und das war so eine massive, rapide Verschlechterung,
dass sie mich dann nachher mit dem Rettungshubschrauber nach München in eine Klinik geflogen haben, weil mit dem RTW wäre es wahrscheinlich nicht mehr gut gegangen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich noch gefreut habe, wie schön unsere Heimat von oben ausschaut. Also da kann ich mich noch daran erinnern. Also es war eine skurrile Situation, aber was über dem Ganzen schwebte, war wirklich dieses, was ich vorhin schon sagte, dieses Gefühl, ich war noch nie so krank. Ja, und das war dann, wo auch langsam anfing, die Panik hochzukommen. Ja, wo ich gesagt habe, okay, also hier geht jetzt gerade was ab, das kann ich alleine nicht mehr irgendwie regeln oder steuern. Ich bin jetzt wirklich darauf angewiesen, dass ich in Hände komme, die jetzt wissen, was los ist. Ja, und also das war wirklich so, ja, übermächtig eigentlich dieses Gefühl zu wissen, okay, also irgendwas läuft da gerade richtig, richtig schief. Es war aber schon so, dass du an einem bestimmten Punkt wirklich gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr eine Ja. normale Grippe, es ist nicht mehr diese normalen Krankheitssymptome, die man kennt, sondern du hast halt gespürt, jetzt geht da im Körper, also da ist richtig was kaputt und Mhm. Ja, was halt auch hinzukam, war nicht nur dieses massive Krankheitsgefühl, dass man wirklich sagt, jeder Atemzug ist schwierig, jede Bewegung tut weh. Es waren einfach auch massive Schmerzen. Also wo ich auch gesagt habe, und jetzt muss man dazu sagen, ich habe 2 Kinder bekommen, die habe ich normal entbunden. Das wäre ein Spaziergang dagegen gewesen. Es waren wirklich massive Schmerzen, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, egal wie ich mich hinsetze, wie ich mich hinlege, was ich mache. Es tut einfach höllisch weh. Und es ist nachher rausgekommen, es war ein Pleuraempyem, was sich gebildet hatte, also ein Eiterherd im Lungenbereich. Und der hatte ein Volumen von 1,5 Litern. Und ich meine, wenn da 1,5 Liter ihren okay. Platz suchen, das ist natürlich klar, dass wirklich alles ringsrum, und ich meine, es ist einfach ein massiver Entzündungsherd gewesen, das tut halt einfach fürchterlich weh. Ja? Und das ist klar, dass die Atemnot dazu kam und diese massiven Schmerzen. Ja. Ja, vielen Dank erstmal für deine Geschichte und ja, wir werden jetzt, glaube ich, auch wenn wir die anderen beiden Betroffenen noch hören, einfach auch sehen, dass es da schon ein gewisses Muster gibt, wie so eine Sepsis zustande kommt und auch, ja, wie gut man im Verdrängen ist, tatsächlich. Deswegen würde ich ganz gerne die Anna mit dazu holen und die Anna uns mal ihre Geschichte erzählt. Was ist da genau passiert? Wie hast du dich gefühlt? Wie war der Verlauf? Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ja, sehr gut. Okay. Also ich habe tatsächlich in den letzten 2 Jahren 3-mal eine Sepsis gehabt und 3-mal mit Intensivstationen. Deswegen glaube ich damit, ich habe unterschiedliche Symptome gehabt, aber ich glaube, der Lernpunkt ist immer der gleiche. Und die überlappen sich trotz verschiedener Infektherde, sind die Symptome leider immer ähnlich gewesen. Also im Endeffekt, das erste Mal war Dezember 21. Da hatte ich im Vorfeld, also ich bin ja auch Ärztin und habe im Dienst auch schon gemerkt, dass ich war im Kinder-OP tätig und da ist es auch warm und dann habe ich gerade eine Portanlage gemacht, also im Endeffekt Zugang im Hals, da ist man auch steril angezogen und hat noch eine Röntgenschürze und ich dachte so, irgendwie komisch, mir wird schon schwindelig und ich musste tatsächlich den Prozess auch abbrechen, weil ich gedacht habe, ich werde ohnmächtig. Das war für mich schon so das erste Warnzeichen und dass ich dann auch übermäßig erschöpft war an dem Tag. Ich habe das dann drauf geschoben, dass es ein stressiger Tag war. Das macht man irgendwie so im klinischen Alltag. Also man findet immer irgendwie eine Ausrede und das habe ich dann ignoriert. Ich habe dann auch Brustschmerz bekommen mit Ausstrahlung. Also sozusagen der Brustschmerz hat sich bewegt in den Hals und auch in die Schulter, so wie bei einem Herzinfarkt eigentlich. Aber ich hatte da im Vorfeld schon 6 Monate eine Entzündung von der BioNTech-Impfung, also eine Perikarditis, also diese Herzhaut war entzündet. Deswegen, ich kannte diese Schmerzen und habe gedacht, okay, gut, dann ist es das jetzt wieder schlimmer geworden. Aber ich habe mir nicht zusätzlich etwas gedacht. Habe dann einen Kollegen nochmal gefragt, kannst du bitte also ich habe selber geguckt, habe gemerkt, der Perikarderguss, also die Flüssigkeit sozusagen zwischen Herzmuskel und der Haut hat sich ein bisschen vergrößert, da war kaum was da und jetzt sind es 7 bis 9 Millimeter. Also auf jeden Fall irgendwas dazugekommen, aber dann auch nochmal ignoriert, weil ich hatte kein Fieber sonst und mir ging es insgesamt ja doch relativ gut. Und bin dann nach Hause, habe das noch 3 Tage und wurde immer müder.
immer schlapper und dachte so, okay, gut, dann kommt irgend noch ein Infekt. Ich habe natürlich mit Kindern zu tun, die haben tödliche Viren. Das, glaube ich, kennt jeder junge Elternteil. Und dann als Erwachsene sagt man, okay, gut, dann lassen wir das auch. Und im Endeffekt, long story short, bin ich am 3. Tag irgendwann am späten Nachmittag wach geworden, in Ruhe, mit einer akuten Atemnot. Also ich habe gemerkt, dass ich im liegenden Zustand einfach nicht genug Luft bekomme und dachte, okay, bin ich jetzt psychologisch überlagert? Ist das jetzt wirklich echt? Und am Anfang kann man das gar nicht so gut einordnen, weil man hat eine gewisse, das ist so ein komisch, was Julia auch so, man hat eine gewisse Angst, die sich dann auch aufbaut und man kann die auch nicht so richtig ein. Man merkt, irgendwas stimmt nicht und zwar ordentlich und dieses Gefühl kannte ich davor noch nicht, also nicht in dem Ausmaß. Und dann natürlich als Kliniker denke ich, okay, du musst dich beruhigen, weil das bringt dir gar nichts. Habe ich eine Sättigung gemessen, da war meine Sättigung schon bei 80 und fallend. Dann dachte ich so, okay, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe keinen Husten, ne, das, was Julia auch beschrieben hat. Ich habe keinen Husten, ich habe keinen Auswurf, kein Schnupfen, nichts, was irgendwie Richtung Lungenentzündung gehen kann. Und im Endeffekt hatte ich ein akutes Lungenödem. Was ich dann auch, also ich bin im Trockenen sozusagen, habe ich angefangen zu brodeln und habe ein akutes Lungenödem entwickelt, was bis hier oben, also ich habe wirklich gemerkt, meine ganze Lunge ist nass. Und die Sättigung ist dann auch bis 70% abgefallen oder 72 ungefähr. Da hat sie sich so ein bisschen eingependelt, aber ich stand dann auch am Tisch und habe einen Rettungsdienst gerufen mit einer 50er Atemfrequenz. Also ich habe da wirklich maximal kompensiert, das kann man noch nicht lange machen, die wird auch schwindelig dabei. Irgendwann fangen deine Finger auch so ein bisschen an, sich zu versteifen. Das war nicht Angst getriggert, sondern das war ein Bedarf. So, bin dann über eine Rettungsstelle dann auf eine Kardio-Intensivstation gekommen und zusätzlich bei einem Infekt gibt es auch andere Baustellen und natürlich hatte ich dann also im Endeffekt hatte ich eine beidseitige Lungenentzündung, die sich nicht mit Husten oder irgendwas anderem, der kam auch nie, also es war sozusagen eine atypische Lungenentzündung, die war fast überall in jedem Lappen mit drin. Dazu hatte ich noch Ergüsse und die Perikarditis wurde natürlich durch den Infekt wurde die dann auch reaktiviert. Dadurch hatte ich diese Schmerzen und diese chemische Veränderung im EKG. So, das war Runde 1. In Runde 2 war der Prozess ein bisschen schneller. Dann habe ich leider durch die BioNTech versteht man nicht den immunologischen Prozess, aber also mein Körper zumindest, ich kann nur für mich sprechen, reagiert immer sehr, sehr aggressiv. Also sozusagen systemisch, wie jetzt etwa hyperreagiert. Und das ist jetzt auch einer der Diagnosen, die ich bekommen habe, ein Hyperinflammationssyndrom, ein systemischer, der sich dann daraus entwickelt hat. Und dadurch war ich in 7 Stunden von, ich bin gesund, ich plane abends, ich gehe zum Sport, so gesund halt. Also ich war da schon wieder belastungsfähig nach 7 Monaten nach der ersten Intensivstation. Und dann kriege ich ein bisschen Blasenentzündungssymptome aus dem Nichts, die sich innerhalb von 2 Stunden so extrem entwickeln, dass es nicht nur ein bisschen wehtut, Urin zu lassen, sondern es ist ein unaushaltbarer Schmerz. Also auch was Julia, also diesen Schmerz, den kann man wirklich schwer beschreiben. Und es ist immer schade, wenn man dann als Frau so als sehr empfindlich abgestempelt wird. Und genau, und dann habe ich Antibiotika selber geholt, weil ich mich dann auch mit einem urologischen Kollegen rückgesprochen habe. Aber ich dachte, okay, so krank bin ich jetzt nicht, systemisch geht es mir eigentlich ganz gut. Das kann man auch zu Hause behandeln. Innerhalb von 3 Stunden danach habe ich so eine Müdigkeit bekommen. Es hat mich wirklich umgehauen. Ich bin auch eingeschlafen. Also ich weiß gar nicht, ob ich dann zwischenzeitlich auch nicht nur eingeschlafen war, sondern auch bewusstlos. Weil irgendwann wurde ich durch ein Stupsen geweckt von meinem Freund, der dann schon nach Hause gekommen ist. Wir sprechen schon von 19 Uhr, von morgens um 8 die erste Symptomatik. Und ich konnte da nicht mehr meinen Kopf heben vom Bett. Also ich war so extrem erschöpft und dann habe ich auch gemerkt, dass irgendwie auch wieder so dieses Chest-Tightness, also dieses enge Gefühl beim Atmen entwickelt sich. Und dachte ich so, Mist, ist der Zug auch schon wieder abgefahren? Habe dann innerhalb der nächsten 2 Stunden diese Rigor, also wirklich das Zittern bekommen, Fieberspikes bis 39,6 und da war schon der Zug, also Herzfrequenz ist auch hochgegangen bis 110, 120 und ich habe gemerkt, habe ich definitiv zu lange gewartet, also wir sprechen hier von einem Fenster von ungefähr 12 Stunden
Ich muss definitiv in die Klinik. Rettungsdienst in dem Augenblick kam nicht. Da war die Berliner Feuerwehr an der Kapazitätsgrenze. Das heißt, mein Freund hat mich gefahren, nach 3 Frustranen anrufen und in die nächste Rettungsstelle. Und ich bin immer wieder im Auto auch bewusstlos geworden. Bei Ankunft in der Rettungsstelle hatte ich dann eine 60er-Systole. Also ich war dann schon im septischen Schock. Dementsprechend auch, was sich herausgestellt hat, ist, dass parallel ich eine Covid-Infektion noch hatte, die sozusagen diesen systemischen Entzündungsprozess getriggert hat und dadurch mein Immunsystem komplett aus dem Ruder geworfen ist und diese Blasenentzündung überhaupt so dominant werden konnte. Davon habe ich gar nichts bekommen. Also meine Covid-Tests zu Hause, bis die erst noch in der Rettungsstelle waren, alle negativ. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. So, dann hatte ich akutes Lungenversagen, was sich innerhalb der nächsten Stunde entwickelt hat. Also ich hatte massive Sättigungsanfälle. Ich hatte da auch eine beidseitige Lungenentzündung und eine Urosepsis, eine Blasenentzündung, die sich so schwer systemisch entzündet hat. Und die 2 Sachen haben mich dann auch extrem rausgeworfen. Also ich hatte dann Medikamente für den Kreislauf und alles Mögliche. Und ja, man hat da auch wirklich eine gewisse Todesangst, das kann man wirklich nicht beschreiben. Und nicht nur durch den Kontrollverlust, sondern auch, wenn man merkt, da geht etwas wirklich schief. Und ich hatte auch im Fieber, also so eine Art Delir, man kann differenzieren, dass ein paar Sachen einfach nicht existieren, aber ich tendiere dazu, im Sepsisraum sehr brutale Sachen zu sehen, vielleicht auch durch die Vorerfahrungen im medizinischen Bereich. Also ich sehe irgendwie ich weiß, wo ich bin und was los ist und dass es natürlich nicht echt ist, aber ich sehe auch dann abgetrennte Gliedmaßen und Blut und das ist sehr, sehr, also das ist ein Delir in dem Sinne. Das ist sehr, sehr eklig. Das sieht man mit Augen offen, mit Augen zu und man weiß, dass es nicht echt ist, aber diese Bilder gehen leider nicht weg. Und man hat auch, also man ist dann auch in einem gewissen Punkt dann irgendwann überlagert. Also man ist dann emotional, dann kommen Flashbacks von früher hoch und ja, man hat auch gar keine Zeit, irgendwie Sachen zu verarbeiten und deswegen sammelt sich das auch so an, weil man ist so in diesem Fight-Modus die ganze Zeit. So, und das letzte Mal war dann nochmal 6 Monate danach und das war auch wieder innerhalb von 3 Stunden, aber da hat sich das initial gezeigt wie ein anaphylaktischer Schock. Also ich war alles war in Ordnung und ich war zu Hause und ich habe Mini-Blasenentzündung gehabt, also so wirklich so, dass ich nicht mal gedacht habe, ich brauche Antibiotika, sondern ich mache das jetzt mit Tee und den ganzen Standardsachen, die man so mit Demanose und alles so regeln kann. Und mir ging es systemisch gut und dann innerhalb von 20 Sekunden hatte ich eine 70er-Sättigung, wieder akutes Lungenödem, wieder diese massive Atemnot. Und leider da auch innerhalb von 3 Stunden dann intensivmedizinisch musste ich versorgt werden, weil ich dann auch mein Herzrasen, man hat das war, glaube ich, der aggressivste Verlauf. Es wird halt leider immer schneller. Und ja, da habe ich Herzfrequenzen bis 150 gehabt. Also man merkt wirklich, ne, jede Bewegung ist hart. Alles tut weh. man merkt, dass wirklich was mit einem etwas nicht stimmt. Und man möchte gehört werden in dem Augenblick. Ja, ich glaube, das reicht. Sonst könnte ich Ewigkeiten sprechen. Anne ist ja auch nicht dran. Alles gut. Alles gut. Ja. Das war sehr interessant. Was mich noch interessieren würde, Anna, ist, würdest du sagen, dass das also ein Vorteil ist, dass du tatsächlich aus diesem intensivmedizinischen Kontext kommst? Also, dass du gewisse Symptome vielleicht anders einordnest als der Laie? Oder ist das vielleicht sogar kontraproduktiv, weil du ja eben auch gesagt hast, so als du in diesem Sepsisraum gelegen hast, dass du anfängst, okay, jetzt schieben sich da Bilder rein, im Grunde genommen, weil du halt da auch Erfahrungen gemacht hast, die dann schon zum Delirium führen oder so. Ist das also, würdest du sagen, ist es eher ein Vorteil oder spielt das im Grunde genommen dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, gar nicht so die große Rolle? Ich glaube, das muss man so ein bisschen aufteilen, in welchen Aspekten. Es gibt Vor- und Nachteile in bestimmten Stadien. Also initial, ich glaube, Mediziner tendieren eher Sachen, sich zu vernachlässigen. Ich würde mal das so pauschal versuchen, in den Raum zu werfen oder je nach Persönlichkeitscharakter. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr spät sich meldet. Das ist mein eigenes Problem. Daran muss ich arbeiten, wenn ich weiterleben will, weil es einfach gefährlich ist. Genau, also keine Mamie, aber das Problem ist, dass man vielleicht, weil man auch, also ich bin als Anästhesist und Notarzt, ich habe einfach viel gesehen und ich glaube, man vergleicht sich unterbewusst schon zu dem, was man so gesehen hat. Dann denkt man, meins ist ja gar nicht so schlimm.
Vielleicht verdrängt man bestimmte Symptome, ignoriert auch unter Gewissheit eigentlich bestimmte Symptome und reagiert erst wirklich auf die Aggression. Also bei mir, der Anruf, ich hatte so eine Hemmschwelle, in den Rettungsdienst zu rufen. Also bei 80er Sättigung sogar habe ich meine Mutter angerufen, die ist Pulmonologin, und ich meinte so, was denkst du, also ne, so gescheit jetzt würde ich sagen, ja, was habe ich mir dabei gedacht? Sie wohnt in der Schweiz und ne, Telemedizin über Video, WhatsApp-Call ist jetzt auch nicht das Beste. Aber sie hat auch gesagt, Anna, du bist überlagert. Bis ich die Sättigung gemacht habe, dann dachte ich, oh shit, ruf mal bitte den Rettungsdienst. Und bei mir hat tatsächlich meine 70er-Sättigung endlich als Anästhesist gedreht, und ich dachte, das geht nicht lange gut. Was machst du, wenn die Tür zu ist und du bewusstlos wirst in den nächsten Minuten? Dann muss man dann einsatztechnisch ein bisschen planen. Ja, also ich glaube, zu einem gewissen Teil kann man sich vielleicht auch versuchen zu schützen, weil man bestimmte Schlagwörter hat und hofft, dass es zumindest bei den Kollegen zu einer Reaktion kommt, was leider nicht immer der Fall ist, aber zum Teil kann es einen schützen. Es stresst einen, wenn man Fehler sieht oder zumindest Warnzeichen, die man selber merkt, und dann aber darauf die Reaktion nicht sieht, dann ist man ist ja trotzdem so ausgeliefert und hilflos. Also fühlt man sich nicht sicher. Und das ist halt schade. Und das Dritte ist, dass man tatsächlich, es kommt immer auf die Menschen drauf an, die einen behandeln. Bei manchen löst, ob wir jetzt ärztlich oder Pflege, es Stress aus, wenn es ein Kollege ist, der krank ist. Das heißt, manchmal versuchen sie dann so ein Avoidance Behavior, dass sie eher weniger Kontakt zu dir suchen und erst sehr spät zum Bett kommen oder sie overdoing it so, dass sie dann immer da sind. Okay. Und ja, also da wieder kann man das so krass ausbauen, aber es gibt viele Vor- und Nachteile, deswegen kann ich dir keine finale Antwort geben. Ja. Ja, vielen Dank. Das leitet ja schon fast dann so ein bisschen rüber zu unserem zweiten Punkt. Aber wir möchten natürlich gerne noch mal die Geschichte von Arne hören. Und da weiß ich auch durch das Vorgespräch, dass sich da so ein Muster wiederholt. Denn auch Arne ist jemand, der das ganz gut ignorieren kann, was da so an Krankheitsanzeichen kommt. Und wenn es dann ganz schlimm wird und immer noch sagt, so, naja, aber das ist kein Problem. Ich bin auch ein gestandener Mann. Das ist, ich lege mich da ein bisschen hin und dann morgen wache ich auf und alles ist gut. Aber lassen wir Arne mal selbst zu Wort kommen und seine Geschichte erzählen. Ja, tatsächlich ist es so, dass dieses Muster sich auch in den Anfangsstufen zumindest auch so darstellt. Auch bei mir war das so, dass ich als Familienvater mit 3 Kindern so in der Hauptverantwortung als Alleinverdiener irgendwie dafür sorgen muss, dass die Karre weiterläuft. Und habe einen Bürojob, also bin kaufmännischer Angestellter und war krankgeschrieben Anfang Februar mit einem grippalen Infekt, also auch nichts Besonderes. Habe dann übers Wochenende zu Hause im Bett zugebracht und habe dann am Montag beschlossen, oh, geht mir wieder einigermaßen, ich gehe wieder ins Büro. Und war aber noch nicht so richtig auskuriert. Das war schon zu merken. Und wie das eben auch schon so anklang, so ja, so aufgeben gilt halt nicht, so das schaffst du schon irgendwie. Und auch bei mir genau das Gleiche, der gleiche Gedanke, der eben auch schon mal anklang, ist nicht so schlimm, das wird schon wieder. Und habe dann auch die Woche über im Büro gearbeitet und auch Donnerstag dann schon gesagt, irgendwie, na, so richtig dolle ist es eigentlich noch nicht. Und habe Freitag dann im Laufe des Vormittags auch schon beschlossen, also du wirst hier heute im Büro nicht alt werden, sondern du machst mal früh Feierabend und guckst mal, dass du wieder auf die Füße kommst. Und ja, genau da auch wieder so ein gewisses Schema. Man versucht irgendwie durchzuhalten. Man hat den grippalen Infekt, ja, okay. Und dann macht man noch ein bisschen. Und dann hatte ich so mittags beschlossen, jetzt gehst du nach Hause. Und dieser Beschluss zu gehen hat dann bis ungefähr 16 Uhr gedauert, bis ich dann wirklich rausgekommen bin. Und bin dann noch nach Hause gefahren. Das ist nur wenige Kilometer entfernt. Da war ich dann so gegen 17 Uhr tatsächlich im Haus. Da war dann auch niemand da zu dem Zeitpunkt. Und habe mich dann, wie man das, wenn man sich krank fühlt, halt so macht, aufs Sofa gelegt und gedacht, na jetzt legst dich mal hin und dann wird das schon wieder. Also wenn man eine Grippe hatte und man legt sich hin mit Fieber, so dann kennt das jeder, dann tritt so ein gewisser Punkt der Erholung ein. So, das wird ein bisschen besser. Füße hochlegen macht sich immer gut. Naja, und das trat aber überhaupt nicht ein. Das war ganz komisch. Und ja, so gegen 19 Uhr kam meine Frau dann nach Hause mit den Kindern vom Einkaufen und sah mich dann auf dem Sofa, dann, na, was ist los? Ja, das mir jetzt überhaupt nicht gut. Also es ist überhaupt nicht besser geworden, seit ich nach Hause gekommen bin. Und dann auch da wieder so eine typische Reaktion aus dem Alltag und sowas. Naja, du warst ja jetzt auch krankgeschrieben, du musstest ja unbedingt wieder ins Büro und zu trinken. Ne, du trinkst ja auch viel zu wenig und bist dehydriert und klar, dass es dir nicht gut geht.
so dass es schwingt dann alles so mit und man liegt dann da und denkt mir, ja, irgendwie hast du auch selber Schuld, aber so ein bisschen anders als sonst ist es doch. Ja, und wir wohnten dann da also tatsächlich zwischen Hamburg und Bremen recht ländlich. Und ja, Freitag um diese Uhrzeit ist klar, da ist kein Hausarzt mehr erreichbar. Und wir haben uns dann auch schon Gedanken darüber gemacht, so was macht man jetzt eigentlich um diese Zeit? Und haben dann also diesen hausärztlichen Notdienst gerufen, 116, 117. Und da war es dann tatsächlich so, hat sich dann ein Arzt gemeldet, der dann, ja, dann kommen Sie mal in die Praxis. Und hat meine Frau dann nur gesagt, nee, der liegt hier auf dem Sofa, den kriege ich gar nicht hoch. Also der steht hier nicht auf, da müssten Sie schon rauskommen. Und hat er dann, ja, okay, dann müsste ich rüberkommen, dauert aber einen Augenblick. So eine Dreiviertelstunde später war der dann auch tatsächlich da und hat mich dann auf dem Sofa liegend da vorgefunden, ist dann auch da rein und hat sich dann auf den Sessel daneben gesetzt und dann eigentlich nur Fragen gestellt. Und meine Frau befragt dazu, wie es denn jetzt dazu kommt, dass ich da jetzt auf dem Sofa liege nach dieser Geschichte. Ja, und die hat dann auch so erzählt, ja, grippaler Infekt, ein paar Tage krankgeschrieben gewesen, wieder eine Woche gearbeitet und trinkt immer so wenig und gar nicht so richtig gesund geworden. Und dann hat dieser Hausarzt halt den Fehler gemacht, dass er mich auch gar nicht richtig untersucht hat, also weder Puls gemessen, keine Temperatur gemessen, nicht die Atmung überprüft, also Fiebermessen ist ausgefallen. Also es waren eigentlich so diese ganzen Standards, die man eigentlich beim Hausbesuch erwarten kann, nicht gemacht. Und sich natürlich aufgrund dieser Situation auch der Möglichkeit beraubt, überhaupt eine richtige Diagnose zu stellen, weil er sich eben nur auf die Aussagen meiner Frau verlassen hat. Und dann haben wir praktisch dann in diesem Gespräch dann dort gesagt, dann lassen wir uns wenigstens einen Überweisungsschein fürs Krankenhaus hier, dass wenn es jetzt wirklich nicht besser werden sollte, dass ich dann mit dem Krankenwagen so ein paar Einweisungsschein sozusagen dann ins Krankenhaus kommen könnte. Was der dann auch gemacht hat, hat den Zettel dann also da gelassen und ist dann mit den Worten gegangen, ja, einen Krankenwagen rufen können Sie ja wohl alleine. So, dann war der weg. Und die Situation bei mir im Körper war nach wie vor so, ich habe auch, genau wie die anderen beiden das eben auch geschildert haben, ein Krankheitsgefühl entwickelt, was ich vorher nie kannte. Also das ist ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl, das einen beschleicht, da ist der Tod im Anmarsch. Also es ist ganz, ganz schwer auszudrücken, so, weil man merkt, der Körper macht nicht mehr oder fühlt sich nicht mehr so an wie vorher. Es ist irgendwie was Bedrohliches in der Luft, aber man kann es noch nicht greifen. Und ja, ich habe dann auch gesagt, ich fühle mich so krank, also irgendwas müssen wir jetzt machen. Und haben uns dann entschlossen, die 112 anzurufen, den Rettungsdienst anzurufen. Dann ging natürlich dann auch relativ schnell, also der Anruf über die Leitstelle ging dann auch sofort raus zum Fahrzeug und die sind dann auch so innerhalb weniger Minuten da gewesen. Und der Notarzt, der auf dem Rettungswagen war ein Intensivmediziner, der mich gesehen hat, kurz untersucht hat, also die Standards praktisch dann auch abgefragt hat und abgeklärt hat. Und der kannte sich halt mit Sepsis aus und sagte, Sie haben einen septischen Schock. Sie müssen sofort auf die Intensivstation, wir haben keine Zeit zu verlieren. Der kannte sich aus. Und ja, dann ging das natürlich los, wenn man jetzt zwischen Hamburg und Bremen wohnt. Alle großen Kliniken in der Gegend sind relativ weit weg. Der Standort, wo ich selbst gewohnt habe, da das kleine Dorfkrankenhaus, sage ich jetzt mal so, war nicht so wirklich in seiner engeren Wahl. Und haben dann also rumtelefoniert, also die Rettungssanitäter haben dann aus dem Rettungswagen telefoniert, wo es denn hingehen soll, weil die Entscheidung musste sofort fallen, weil es hätte Hamburg sein können, aber auch Bremen sein können. Und wenn man genau dazwischen wohnt, so dann stellt sich die Frage an der ersten Kreuzung, rechts oder links. Und da ist es dann auch so gewesen, dass Bremen sich dann bereit erklärt hat, ja, wir können ihn aufnehmen. Und das bedeutete aber eine Anfahrt von 50 Kilometern über die Autobahn mit Blaulicht. Also schon eine ziemliche Zeit, um ins Klinikum zu kommen. Aber es war halt auch nach seinem Dafürhalten offensichtlich der einzige Weg, da das Steuer noch irgendwie rumzureißen. Also ich weiß noch, dass also die ganzen Flüssigkeiten, die im Rettungswagen vorhanden waren, mir auf dem Weg dorthin alle reingepresst worden sind, um den Kreislauf stabil zu halten. Man hat also auch erwägt, mich dann im Rettungswagen schon zu intubieren, weil es also wirklich sehr, sehr grenzwertig war. Ich kann mich dann allerdings an die Einlieferung in Bremen noch erinnern, also wie ich da durch die Gänge geschoben worden bin und wie ich dann also auf der Intensivstation ankam, war eigentlich noch mal kurz die persönlichen Daten abfragen, was mir sehr, sehr schwer fiel, was auch wieder in das Bild passt, dass also eines der Symptome, wenn man einen septischen Schock hat, also auch eine Verwirrtheit ist, wo man nicht mehr einen klaren Gedanken fassen kann. Das war also da schon sehr, sehr ausgeprägt. Ich habe das aber noch hingekriegt und kann mich also auch noch daran erinnern, dass gefragt worden ist,
wir müssten sie jetzt ins künstliche Koma versetzen, weil wir jetzt ein paar Sachen müssen, das könnten sie so nicht aushalten, ob ich einverstanden bin damit. Und zu dem Zeitpunkt war es mir ehrlich gesagt egal, Hauptsache es wird wieder besser. Und habe dem dann auch zugestimmt und ja, dann gingen tatsächlich für eine ganze Zeit die Lichter aus. Es waren dann nachher insgesamt 4 Wochen künstliches Koma. Und naja, danach kommen wir dann halt in die Geschichte, so was kommt danach. Das wäre dann der zweite Teil dieser Veranstaltung. Also das war jetzt praktisch der Weg dahin aus meiner Sicht. Und jetzt vielleicht auch nochmal die Situation, warum ich überhaupt heute immer noch nach diesen ganzen Jahren dabei bin, ist einfach schier diese Fassungslosigkeit, dass es möglich war, dass mich 2 fachkundige Menschen gesehen haben innerhalb von wenigen Minuten Abstand ja eigentlich, mit einer so unterschiedlichen Einschätzung der Situation. Und das hat mich so fassungslos gemacht, dass das möglich ist hier bei uns. Und ich habe gesagt, daran muss man was ändern. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir hier mit dem Thema, auch mit der Akademie, die Möglichkeit schaffen, dass möglichst viele Menschen, selbst es auf den Zettel kriegen, daran denken und mit den Therapien entsprechend frühzeitig begonnen werden kann, sodass die Folgeerscheinungen, die die Patienten haben, nachher nicht mehr so schlimm sind. Und ja, Todesfälle vermeiden ist sowieso Nummer 1, aber wir haben ja auch dazwischen so viele Nuancen, wenn ich jetzt so an Amputationen denke oder auch kognitive Fähigkeiten, die Menschen verlieren aufgrund eines septischen Schocks. Da gibt es also noch ganz, ganz viel gut zu machen bei uns. Ja, vielen Dank, Arne, für deine Eindrücke. Und ich habe mich ja tatsächlich da sehr, sehr viel mit beschäftigt jetzt in den letzten Wochen und auch eingelesen. Und das, was ihr alle 3 beschreibt, scheint doch so ein, ja, so ein gewisses Muster zu sein, dass die Betroffenen sehr oft fast übereinstimmend beschreiben, dass sie eine gewisse Todesangst verspürt haben, dass sie also gemerkt haben, hier ist etwas, was vom normalen Kranksein einfach erheblich abweicht. Und aber alle hatten eben auch das Gefühl, ich kann das nicht richtig in Worte fassen. Es ist einfach ein Gefühl, was ich habe. Und ich würde jetzt an diesem Punkt ganz gerne mal den Matthias mit in die Diskussion holen, weil er für mich einen sehr schönen Satz geprägt hat. Und zwar hat er mal gesagt, im Zweifel an Sepsis denken. Und ich finde, das ist so ein schöner Merksatz, den sich irgendwie ja nicht nur die Fachleute, sondern eben auch wir als Laien oder als Normalbürger einfach, die mit jetzt kein Medizinstudium oder keine medizinische Ausbildung haben, immer hinter die Ohren schreiben könnten, dass man sagt eben, okay, aber im Zweifel sollte man einfach auch an Sepsis denken. Und ich wollte Matthias jetzt in diesem Zusammenhang mal fragen, wie ist das im medizinischen Alltag im Grunde genommen? Siehst du da eben ganz oft, dass da Defizite herrschen, was so dieses Thema Sepsis angeht? Wird gar nicht, dass das von der Ausbildung her vielleicht ein Problem ist, sondern eher, dass das einfach nicht mitgedacht wird? Ja, erstmal, der Satz ist, glaube ich, nicht von mir, aber Aber schön ist er trotzdem. schön ist er trotzdem. Ja, das ist einfach, ich glaube, das ist jetzt ja auch aus den Schildern schon klar geworden. Es sind halt Übergänge von Zuständen, die man eigentlich die jeder schon mal erlebt hat. Also diese Symptomatik ist am Anfang, also es kann alles Mögliche sein. Es kann ja eine Grippe sein, es kann was Schlaganfall-ähnliches sein. Also das ist leider sehr verschieden und nicht so eindeutig wie beim Herzinfarkt, wo es eben hier links wehtut, in den Arm ausstrahlt und dann alles klar ist. Oder beim Schlaganfall, wo ein Arm runterfällt und gelähmt ist. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der es schwierig macht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man trotzdem das Ganze eben, wenn ich irgendwas nicht einordnen kann bei irgendjemandem, wenn was komisch ist, wenn man einen Patienten eben sieht, dass man dann eben die Sepsis auch mit auf dem Zettel hat, dass man die immer mitdenkt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist etwas, was man jetzt durch Schulung natürlich schon, also den Leuten immer wieder sagen muss. Oder wo aber eben dann auch dazu gehört, dass Routinen eingehalten werden. Wenn eben in der Notaufnahme muss auch systematisch danach geguckt werden. Da gibt es Screening-Kataloge, gibt es ganz klar Checklisten und die müssen abgearbeitet werden. Und neben der Aufklärung ist das dann eben auch sicherlich notwendig, dass irgendwann mal als notwendiges Kriterien das ist immer blöd, dass wenn man alles als Zwang, als Gesetz macht,
Aber es geht eben nicht anders. Es muss diese Qualitätsforderungen müssen eben dann auch einen entsprechenden Rahmen kriegen. Also dran denken, aber eben auch von oben diese Notwendigkeit erkennen, dass das zum Standard wird. Also ne, früher gab es auch keine Schlaganfallstationen und keine Herzinfarktstationen. Das ist halt notwendig. Ja, wir haben ja jetzt tatsächlich auch gehört, dass wir gesagt haben, so dass eben die Symptomatiken sehr schwierig sind, weil es halt einfach so sehr breit gefächert ist und eigentlich immer so mit ganz anderen Krankheitsbildern halt auch anfängt oder so. Aber auch aus eigener Erfahrung weiß ich halt, und das haben ja auch die 3 Betroffenen sehr gut beschrieben, ist, dass das, wenn es denn losgeht, dann geht es sehr, sehr schnell. Also dann hat man im Grunde genommen wirklich. Da reden wir dann wirklich nur noch über Stunden, wo es rapide bergab geht. Was würdest du denn sagen, so als Intensivmediziner? Erstmal, welche Rolle spielt der Faktor Zeit? Und könnte das nicht auch ein Indikator sein? Also wenn jemand eingeliefert wird und er sagt halt, okay, heute Vormittag, so ähnlich wie bei Arne halt, dass er sagt, auch heute Vormittag war es eigentlich noch okay, es hat sich angefühlt wie eine normale Grippe und jetzt haben wir Nachmittag und es ist so schlecht, ja, dass man dann vielleicht sagen kann, ja, das kann jetzt nicht mehr eine normale Grippe sein. Oder eben auch wie bei Anna, dass sie sagt, eben so, ich habe mich morgens noch relativ gut gefühlt, habe mich dann hingelegt, ich bin bis 19 Uhr wach geworden und jetzt ist hier komplett alles dicht und zu und ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dass das schon, also so ein Warnsignal ist natürlich jetzt auch wieder nicht hundertprozentig, ist mir schon klar, aber dass man zumindest sagen kann, okay, wenn das so einen rapiden Verlauf nimmt, so einen kurzfristigen Verlauf, dass das ja vielleicht doch eventuell so ein Indikator sein kann, wo man sagt, okay, ich denke jetzt die Sepsis einfach mal mit in diesem Zusammenhang. Ja, absolut. Also wenn es so dramatisch eben dieser Zeitfaktor eine Rolle spielt, dann muss man noch mehr das mit auf dem Zettel haben. Und das ist aber auch wichtig, dass es übermittelt wird. Also das muss der Notarzt erfragen. Der Patient kann es manchmal gar nicht mehr sagen, aber dann müssen die Angehörigen, und das muss man ernst nehmen. Und da muss man gezielt danach fragen, also dass man diesen Zeitfaktor eben auch hat. Ne? Da darf man nicht da als Halbgott in Weiß eben sich hinstellen und sagen, ja, was wollen Sie mir schon erzählen, das lassen Sie mich mal untersuchen. Das kriegt man eben nicht raus bei der Untersuchung. Man braucht diese Anamnesedaten, diesen Verlaufsdaten. Und da spielen die Angehörigen eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Das ist eine schöne Überleitung und ich würde ganz gerne jetzt die Anna mal fragen, weil sie halt wirklich eben, wie schon gesagt, eben aus diesem medizinischen Bereich kommt und sie das ja auch mal so ganz kurz auch anklingen lassen hat, dass es da eben schon ja sehr unterschiedliche Sichtweisen der Kollegen gibt und der Kolleginnen. Also, ne, manche kümmern sich über Gebühr halt wirklich tatsächlich und manche nehmen das so gar nicht ernst. Und das ist jetzt wirklich die Frage an euch alle 3 in die Runde. Ich würde aber gerne mit Anna anfangen. Welche Erfahrungen habt ihr tatsächlich mit medizinischem Personal gemacht? Ne? Also schlechte Erfahrungen, aber eben auch gute Erfahrungen, wo ihr sagt, okay, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Und wo sagt ihr aber auch, ja, da sind definitiv Defizite, die man leicht abstellen könnte? Also ich glaube, in jedem Bereich, ob jetzt medizinisch, nicht medizinisch, es gibt immer Kollegen, die sind hervorragend. Es gibt also Kollegen, die auch wirklich so mit Herz und Blut und die denken über vieles nach, was Matthias auch gesagt hat, und die hören aktiv zu und ne, und so traurig wie es ist, es gibt auch dann Kollegen, die hören nicht zu und sehen den Patienten, glaube ich, nicht oder nehmen Warnsignale nicht auf, auch wenn sie sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert werden. Und wir können nicht alle perfekt sein, das ist klar. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich habe einige Ärzte gehabt, die, glaube ich, mir auch wirklich mein Leben gerettet haben, die ich dann auch auf kurz Durchfall, der Vorteil an dann auch mit einer persönlichen Beziehung, die sich zum Teil aufbaut, dass die ich dann wirklich auch, als ich ein Intensivbett brauchte, da hat die Klinik das nicht hinbekommen, sondern ich habe mir das selber organisiert aus letzten Kräften, aus der Rettungsstelle, weil ich musste dann in eine andere Klinik verlegt werden. Ne? Das waren dann auch Vorteile einer Kollegin. Und auch zu wissen, wie das System funktioniert, ne? Also wer die konkreten, auch korrekten Ansprechpartner sind. Die vielleicht auch
sich merken und zuhören und sagen, okay, das Krankheitsbild war schnell, es war aggressiv. Es ist nicht nur, wenn der Standard selbst ist, sondern das ist jetzt durch diese BioNTech-Impfung auch sehr atypisch. Ne? Also wir kennen das nicht, wir verstehen es nicht, aber es passiert und wir müssen einfach nach den Symptomen gehen. Es ist nicht etwas, was wir in der Uni oder irgendwann jetzt klinisch gelernt haben, aber wir müssen darauf reagieren, auf diese vielleicht ein bisschen verstreuten klinischen Anzeichen. Und ich habe auch viel Erfahrung gemacht, wo trotz der auch ärztlichen, also Briefe, die ich dann aus Lernerfahrung immer als PDF und dabei habe, dass halt nicht zugehört wird und dass Symptome, die sich immer wieder auch zeigen, dass die dann ignoriert werden und dass die Antibiose bei einem septischen schweren Verlauf und einem 90er Laktat, also für die Mediziner unter uns, das sind schon ordentliche Zahlen, und PCT von 5, der sich innerhalb von 3 Stunden von nicht vorhanden zu dem Wert aufbaut, dass da dann auch die Antibiose wirklich dann gegeben werden muss und nicht nach ärztlich verschrieben. Und auch die Pflege hängt das dann dran. Aber die hat auch 15 andere Patienten und dann ist sie dann 4 Stunden später dran, wo ich denke, ich mache das gleich selber. Also ich sehe es ja neben mir. Das will, also so. Ja, ich weiß nicht, ob ich komplett von deiner Frage abschweife, aber Nein, nicht wirklich. Nein, gut. Aber ich glaube, Würdest du denn sagen, dass, wenn du jetzt mal so wirklich knallhart denkst, so wirklich eben ohne jeglichen Filter, würdest du denn sagen, dass es in Deutschland schon auch Glückssache ist, ob man eine Sepsis überlebt oder nicht? Ja, okay. Kategorisch, durchweg. Weil das Problem ist auch erfahrene und das ist vielleicht auch, weil also Gesundheitssystem ist am Limit, muss man einfach so sagen. Da hat die Politik leider massiv versagt. Das haben wir in der Pandemie gesehen, das haben wir seitdem gesehen. Es hat auch, ich meine, ich habe viele Kollegen gesehen, die den medizinischen Bereich auch verlassen haben, auch gute Kollegen, die man wirklich hätte behalten müssen und irgendwie hätte man die dann auch irgendwie halten können, wenn man dann die Umstände verbessert hätte. Und ich glaube, wenn jeder, es ist menschlich, wenn man ermüdet und auch nach 13 Stunden, dann hat man auch nicht die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit und die Energie und die Resistenz und die Dynamik, so auch sich um einen Patienten, der ein dynamisches, anspruchsvolles klinisches Bild hat. Das kann man einfach nicht mehr leisten. Und ich meine, wenn ich in Situationen war, in denen ich dem Rettungsdienst sagen musste, was die zu tun haben, wo ich dann auch keine notärztliche Begleitung hatte. Und das würde ich dann wirklich an allen ans Herz legen. Bei einer Sepsis, es ist wie bei einem Traumapatienten, den man auch nicht ohne Notarzt in die Klinik schickt, soll man den Patienten begleiten. Bei jeglichem klinischen Bild, die dynamisch, unvorhersehbar, aggressiv sind und fluktuierend. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Es ist, wie auch Arne beschrieben, es ist fluktuierend. Es gibt Besserungen. Es gibt auch Besserungen in den klinischen Parametern. Und man soll definitiv keine Telemedizin, was ein neuer Trend ist. Ich schlage das als Schlagwort, weil Telemedizin im Rahmen, ich bin zwar da, aber ich fasse den Patienten nicht an, was auch angesprochen wurde, weil man ganz viel vom taktilen Feedback eines Patienten, also von diesem Touch bekommt klinisch. Und das irgendwie geht verloren. Man behandelt nur noch Parameter, die Vitalparameter, die bei jungen Menschen oder gesunden Menschen, die sehr lange kompensiert sind. Das heißt, man verpasst den Punkt, an dem man hätte behandeln müssen, und zwar aggressiv. Und man verpasst auch vielleicht bestimmte Symptome, wenn man nicht untersucht. Und man kann nicht nur die Vorbriefe lesen oder die dann auch teilweise falsch sind, sondern man muss zuhören. Man muss den Patienten untersuchen, zuhören, außerhalb der Box denken und nicht so einen Fixierungsfehler haben und zu sagen, okay, ich sehe Symptom 1, 2, 3, das reicht, das ist schon so viel, es reicht, sondern man muss weitersuchen, weil man definitiv 100% was verpasst hat. Und weil sich noch, wie bei Sepsis, auch andere Sepsisherde bilden, die dann vielleicht noch so subtil sind, weil sie durch die Schmerzen, wie beim Trauma, wenn man ablenkende Verletzung hat, dann kann man nicht andere Sachen ausschließen, weil der Patient, wenn sein Bein abgerissen ist, dann kümmert ihn die andere Fraktur gar nicht mehr. Bei Sepsis genauso, man hat einen Sepsisherd etc. Auch kognitiv kann man nicht mehr so viel leisten. Und dazu noch die Angst, dass der interne Adrenalinschub, weil man die Gefäße etc., das System reagiert ja auch physiologisch
unter normalen Bedingungen und überschießt ja auch, das wissen wir auch. Und da hat man auch Perfusionsstörungen im Gehirn. Und auch als Arzt kann man da nicht sehr differenziert manchmal denken. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Ja, Dankeschön. danke. Julia, an dich mal die Frage. Ich weiß, dass du ein sehr, sehr positiver Mensch bist und das würdest wahrscheinlich nicht mal denken in diese Richtung. Aber mich würde es wirklich interessieren, kannst du verstehen, wenn es Menschen gibt, die eine Sepsis überlebt haben, aber hinterher halt mit Amputationen leben müssen, mit kognitiven Einschränkungen, mit weiteren gesundheitlichen oder mit Langzeitfolgen, die eben so auf diese Krankheit zurückzuführen sind, dass die irgendwie richtig stinksauer sind auf das, was passiert ist und dass es besser hätte laufen können. Also wenn sie sich hinterher damit beschäftigen. Ja. Ja, klar. Also ich meine, das ist ja völlig legitim, wenn, sage ich jetzt mal, wenn wir es jetzt mal ganz plakativ nennen, durch einen Fehler einer fachkompetenten Person mir sowas passiert. Ja, also wenn der Mechaniker beim Bremsenwechsel die Schrauben vom Rad nicht gescheit anzieht, ja, und ich dann beim Bremsen auf der Autobahn irgendwie das Rad mich überholt und in die Budnik verschwindet, dann ist man ja auch zu Recht sauer. Ja, und ich finde, es ist im Endeffekt nichts anderes. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt, also ich meine, weil du es mit den Amputationen angesprochen hast, ich bin 4-fach amputiert, also beide Unterschenkel und die 10 Fingerspitzen. Es ist ja was, mit dem ich jetzt leben muss, weil an irgendeiner Stelle, sowohl bei mir, vielleicht auch beim Arzt, einfach etwas nicht rechtzeitig erkannt wurde und nicht rechtzeitig, so wie Anna es ja auch beschrieben hat, wirklich aggressiv gegengesteuert wurde. Und natürlich ist es legitim. Die Frage ist, was bringt es mir? Ja, also ich persönlich bin so, wo ich sage, ich kriege mein Leben nicht besser gemeckert. Ja, also ich kann jetzt sauer sein und ich kann jetzt irgendwie drauf schimpfen und hätte Fahrradkette. Das ist jetzt einfach so. Und von daher, sage ich mal, fällt mir sicherlich der Umgang inzwischen, also ich meine, es ist jetzt auch fast 4,5 Jahre ist es jetzt her, inzwischen auch natürlich leichter. Es gibt auch Tage, wo es mich einfach nervt und wo die Prothese nicht sitzt und es ist, als wenn man einen ganzen Tag irgendwie eine Wanderung macht und einen Stein im Schuh hat. Ja? Also das ist nicht witzig und es macht auch keinen Spaß und es macht auch verdrießlich. Aber nichtsdestotrotz ist eher so, also ich meine, so habe ich auch immer gearbeitet, dass ich immer gesagt habe, ich kann es nicht rückgängig machen. Ja? Ich hätte eher losgehen müssen, meine Hausärztin hätte anders vielleicht sagen müssen, oh hoppla, das ist irgendwie, kommt mir komisch vor. Das war der Punkt. Den haben wir beide verpasst. Ja? Ist so. Aber nichtsdestotrotz ist so, wo ich sage, jetzt müssen wir ja gucken, wo können wir jetzt ansetzen. Das halt, also so wie Arne es auch sagt, dass man einfach darauf aufmerksam macht, dass man sagt, Leute, macht euch mit diesen Symptomen vertraut. Schaut nach, habt es, wie Matthias es auch gesagt, habt es einfach auf dem Zettel, ja, habt es einfach auf dem Schirm, dass wenn irgendwie über diesen Patienten, der eingeliefert wird, ein Fragezeichen schwebt, dass man sagt, Herrschaftszeiten, wir wissen nicht, was jetzt gerade los ist, dass das einfach ein Punkt ist, den wir auf dem Radar haben müssen. Ja, und das finde ich so wichtig. Also dieses, was können wir beim nächsten Mal besser machen? Und das ist einfach das Thema Sepsis auf dem Schirm zu haben. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Julia. Arne, an dich die Frage, weil ich ja weiß, dass du aus dem ländlichen Raum kommst, ähnlich wie ich übrigens auch. Und das nächste Spezialkrankenhaus ist dann ja doch, wie du auch schon gesagt hast, einfach eine gewisse Fahrt weg oder so. Ist an dich dann die Frage, so ist das halt auch tatsächlich, wenn man an Sepsis erkrankt, ein Nachteil, wenn man im ländlichen Gebiet wohnt, hast du das Gefühl, dass es nicht nur darauf zu reduzieren ist, dass die Fahrt zum Krankenhaus länger ist, sondern dass vielleicht auch die Ärztedichte eine ganz andere ist auf dem Land, dass vielleicht auch die Spezialistendichte eine ganz andere ist auf dem Land, als wenn man in einer Großstadt wohnt? Oder würdest du sagen so, nee, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, sondern ich brauche halt, ich muss halt, ja, wie Anna schon gesagt hat, so ein bisschen das Glück haben, dass ich auf jemanden treffe, der eben die Sepsis auf dem Schirm hat und dann doch auch relativ schnell sagt, ja, okay, keine Zeit verlieren, jetzt ab ins Krankenhaus und ist das? Ja, ich denke schon, in gewisser Weise spielt es eine Rolle. Auf der anderen Seite aber auch überhaupt gar nicht, weil
wenn derjenige Arzt, der gerufen wird, innerhalb der vorgeschriebenen Zeit da ist und er hat Sepsis auf dem Zettel, dann spielt der Arztdichte ja keine Rolle. Weil wenn der es kann, agieren kann, ist ja alles gut. Dass der Weg zum Krankenhaus weit ist, ist natürlich ein Thema, was im Zusammenhang, wo Zeit eine entscheidende Rolle spielt, nicht ganz außer Acht zu lassen. Also ich sage mal, eine Stunde Anfahrtzeit mit Blaulicht, mit dem Rettungswagen, ist schon eine Zeitspanne, wo auch Überlebenschance verloren geht. Also die Situation wird im Rettungswagen ja auch nicht unbedingt besser. Und hinzu kommt natürlich dann auch, wenn man das, so wie das jetzt gerade durchgeführt wird in Deutschland, diese vielen kleinen Krankenhäuser geschlossen werden und Schwerpunktkrankenhäuser gebildet werden, ergibt sich auch häufig eine Situation, die ich auch häufig gehört habe, dass in der Notaufnahme praktisch ein Stau entsteht und die Zeit von der Einlieferung, wenn man dann mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren ist und ja praktisch dann jedes überholte Auto zählt und jede Sekunde zählt, bekommt man gesagt. Also da muss man Platz machen und dann fährt der Rettungswagen am Krankenhaus vor und dann ist die Notaufnahme voll und bis der Patient mit der entsprechenden Symptomatik dann einem Arzt in der Notaufnahme präsentiert werden kann, eine Übergabe gemacht werden kann, da geht dann im Vergleich zu dieser Blaulichtfahrt so unendlich viel unnötige Zeit verloren, dass man sich schon die Frage stellt, wenn hier einer mit Alarm ankommt, dann guckt doch zumindest mal. Und wenn es dann in der Notaufnahme auch noch ein Arzt ist, der Sepsis auf dem Zettel hat und das relativ schnell ja, die Abklärung in die Wege leiten kann, so dann ist natürlich schon eine Menge geholfen. Aber diese Situation haben wir leider nicht. Und ich sehe im Moment gerade so, mein persönlicher Eindruck ist, dass wir uns dieser Chance gerade wieder berauben, dass also die Einführung von Schwerpunktkrankenhäusern, die von weit her angefahren werden, auch zu einer gewissen Überlastung führt, sodass die Ärzte am Anfang ja gar keine Chance haben, sich ein vernünftiges Bild davon zu machen und den Sepsispatienten in der Notfallsituation in die entsprechenden Therapien weiterzugeben. Das wäre mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfallpatienten würde das nicht passieren. Da hat man alles auf dem Zettel, da gibt es einen Plan. Aber Sepsispatienten sind halt in ihrer Erscheinung oder in den Symptomen, die sie zeigen, auch bei der Einlieferung noch so unklar, so diffus. Also Sepsis kommt ja auf so vielen unterschiedlichen Wegen zustande, dass diese Abklärung einfach immer noch zu viel Zeit braucht. Also da würde ich mir zum Beispiel auch in der Diagnostik von der technischen Seite her noch ganz andere Sachen wünschen. Also wenn ich alleine höre, dass die Labore extern jetzt arbeiten, also die eigenen Krankenhäuser noch nicht mal mehr eigene Labore unterhalten, um Blutkonserven zu untersuchen oder die Blutproben zu untersuchen, um die Diagnostik voranzutreiben, damit ein Therapieplan gemacht werden kann. Da stelle ich mir immer so dieses Bild vor, wenn es dann 3 Tage dauert, rauszufinden, welche Bakterien jetzt gerade hier am Werken sind, dann habe ich so ein Bild vor Augen, da kommt der Laborant mit einem Zettel dann ins Krankenhaus gelaufen von dem externen Labor und sagt, hier sind die Ergebnisse. Und die Pfleger schieben gerade den Patienten mit den Füßen voraus in die Pathologie. So, das darf es einfach nicht sein. Also das ist ein Zeitfenster, was wir hier vergeuden. Das ist unakzeptabel. Anna wollte dazu gerne etwas anmerken. Ja, weil also Anna hat einen unglaublich wichtigen Punkt angesprochen. Die Tatsache, dass wir unsere ganzen internen Prozesse nicht transparent auch mit anderen Kliniken, Fachabteilungen etc., also sogar Fachabteilungen innerhalb eines Krankenhauses richtig teilen können. Ne? Also jeder hat eine bestimmte Clearance, wie viel man sehen kann zum Beispiel, welche Dokumentationen, es gibt 1000 verschiedene Programme, Labore auch ebenfalls, oder wenn man zum Beispiel von A nach B nochmal, das ist ja auch ein Risikobereich des Patienten, dass man verlegt wird, vielleicht weil die Klinik, wo man ist, zwar die nächste war, was in Ordnung ist, weil man ja irgendwie initial den Patienten behandeln muss, aber dass dann die Kapazitäten ausreichen oder wegen, und das ist dann wieder ein schwieriger Punkt, Betten verlegt wird, was nicht immer so gerechtfertigt ist, dann auf einmal angewiesen ist auf Labore, wie gefühlt mit, ich komme an oder ich rufe in der Klinik an und bekomme die Ergebnisse gar nicht, ne? Weil die haben auch nochmal ein anderes Labor und dann müssten die dann auch nochmal anrufen und zurückrufen, dann kommt irgendwas dazwischen etc. Und dann wartet man am Wochenende, ne, auch 4 Tage vielleicht auf einen Befund bei einem Patienten mit Sepsis. Bei mir war das zum Beispiel der Fall, da waren die Blutkulturen ganz woanders und ich wurde von einer Rettungsstelle in die andere von Brandenburg nach Berlin verlegt und das ist ja auch immer ein Problem. Und da habe ich
bei der leitenden Oberärztin von ITS als Patientin angerufen und meinte, könntest du mir bitte im System gucken wegen den Blutkulturen, weil die sagen, die fragen das schriftlich an. Also auf diesem Weg, das ist mein Körper, ich möchte das nicht. Und das ist die Charité. Schriftliche Anfrage von Blutkulturen. Also ja, da wird man sprachlos. Digitalisierung, ich bin gerade beim Digitalisierungskongress. Das ist ein schmerzhaftes Thema. Okay, ich würde ganz gerne Matthias nochmal was fragen. Und zwar aus eigener Erfahrung war es bei mir so, dass mein Bakterienherd tatsächlich entdeckt wurde von einem Radiologen in einem MRT. Also ich hatte eine Bandscheibenoperation und danach wurde das nochmal so quasi routinemäßig kontrolliert, weil ich gesagt habe, ja, irgendwie wird das nicht besser, das tut immer noch weh. Und der hat das dann entdeckt und das würde mich dann mal interessieren, Matthias, ob die Sepsis eher so ein Krankheitsbild ist, was Hausärzte auf dem Zettel haben, Intensivmediziner und andere medizinische Fachbereiche so eher so entweder gar nicht oder nur so stiefmütterlich behandeln? Oder bist du schon der Meinung, dass das für alle, die irgendwie im medizinischen Bereich zu tun haben, eine Sache ist, die sie schon mitdenken sollten in ihrem beruflichen Alltag? Ja, das glaube ich schon, dass man da gar keine Unterschiede machen sollte und auch nicht machen darf. Weil es kommt halt in jedem Fachgebiet, kann es Infektionen geben, die dann eben in eine Sepsis münden. Und gerade weil die Symptome, die wurden ja auch geschildert, so unterschiedlich sind, kann der Patient eben in der Klinik landen oder in dem Fachbereich landen oder in dem. Und trotzdem müssen halt alle, oder genau deshalb müssen alle darüber Bescheid wissen. Da würde ich überhaupt gar keinen Unterschied machen. Und auch der Radiologe, der vielleicht jetzt den Sepsispatienten nicht als allererstes sieht, ne, der sollte aber trotzdem wissen, dass eine Sepsis ein Notfall ist und was lebensbedrohlich ist, damit er nämlich den Patienten, der als Sepsis in der Radiologie angemeldet wird für die Computertomographie, auch zuerst dran nimmt. Also so schnell wie ein Schlaganfall. Ne? Und setzt aber voraus, dass man auch das Wort Sepsis auf dem Zettel, also da in den Antrag mit reinschreibt. Also da sind ganz viele organisatorische Sachen auch zu verbessern und deswegen muss man immer wieder alle damit an einen Tisch kriegen. Das ist ein schöner Übergang, Matthias. Ich würde unsere 3 Betroffenen ganz gerne mal fragen und mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wenn ihr gefragt werdet, dass ihr möchtet im medizinischen Kontext, im klinischen Kontext, möchtet ihr nach euren Erfahrungen eine Sache ändern, die sich relativ problemlos ändern lässt. Also ich rede jetzt nicht von etwas, was unglaublich strukturell ist, wo man also lange Zeit braucht, sondern wo ihr sagt, so, aber das ist so ein kleiner Punkt, den könnte man im Grunde genommen sofort umsetzen und der würde schon helfen. Wenn das so eine Sache wäre, was würde euch da einfallen, wo ihr sagt, ja, das ist ein Hebel, den könnte man ganz leicht umlegen? Arne, vielleicht fängst du an? Ja, die Sache wäre eigentlich relativ einfach. Es müsste auf dem Aufnahmeformular, wenn man dort eingeliefert wird, ein Häkchen zu machen sein, könnte es Sepsis sein. Mhm. Wenn das ein Ja und ein Nein ist, dann, wenn da Nein steht, ist nicht so gut. Aber natürlich ist alleine die Frage zu stellen, im Grunde ja der Weg oder das auf den Weg bringen dieses Gedanken. Und ich denke einfach so, wenn jemand verantwortungsvoll in der Notaufnahme einen Patienten aufnimmt und er die Frage gestellt bekommt, könnte es eine Sepsis sein, dann muss er sich schon ein paar Gedanken darüber machen. Wenn natürlich jetzt jemand aufgrund seiner persönlichen Arroganz meint, die Frage so beantworten zu können, ja, also ich bin hier der Arzt, die Frage stelle ich mir schon selber, wenn es dann soweit ist, wenn ich mir die Frage stelle und nicht, wenn Sie das tun, ist natürlich ein bisschen schwierig, aber genau deswegen haben wir auch diese ganze Geschichte hier ins Leben gerufen, weil es braucht einfach auch ich mag das Wort Awareness eigentlich gar nicht so gerne, aber so dieses Bewusstsein, dass Sepsis eine entscheidende Rolle spielen kann, dass das vorhanden ist. Und wenn es dann so ist, dann wird auch jeder Arzt in der Notaufnahme diese Frage nicht ignorieren, sondern sorgfältig abwägen, habe ich jetzt alles gemacht an dieser Stelle hier, damit es, falls es dann eine Sepsis ist, alles Notwendige jetzt und sofort und ohne Verzögerung angeleiert werden kann. Julia, dein Hebel. Interdisziplinäres Arbeiten. Ja, also das war schon ein Punkt. Sepsis ist einfach eine systemische Erkrankung. Ja? Also es greift nicht nur die Lunge an, es ist nicht nur
die Leber, die Nieren etc., sondern es ist wirklich einfach allumfassend, sowohl im akuten Zustand als auch bei den Spätfolgen. Und da denke ich, können wir ganz, ganz viel wirklich sowohl währenddessen als auch hinterher auf den Weg bringen, wenn wirklich interdisziplinär gearbeitet wird. Also wenn es halt nicht nur in dem Sinne, wie bei mir damals die plastische Chirurgie war, wo es um die Rekonstruktion nach den Amputationen ging, sondern dass sich halt auch vielleicht mal ein Neurologe um die Polyneuropathien kümmert, beziehungsweise dass neuropsychologisch auch mal geschaut wird, was hat denn jetzt dieser Sauerstoffmangel im septischen Schock halt vielleicht einfach auch an Spätfolgen nach sich gezogen, wie jetzt Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, wie Konzentrationsschwierigkeiten, wie einen massiven Tinnitus, den ich seit einem Hörsturz auf der ITS habe. Ja, also lauter solche Sachen, wo ich sage, es ist nicht immer nur der eine kleine Fachbereich und zum Beispiel auch die anschließenden Reha-Maßnahmen. Ich habe nur eine orthopädische Reha bekommen. Die war gut, das war wichtig, definitiv. Aber halt auch da wirklich so dieses Große und Ganze, gerade bei diesen Krankheitsbildern im Blick zu haben. Und diese Scheu abzulegen, auch mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich nehme jetzt einfach das Telefon in die Hand und ich rufe jetzt einfach mal die Kolleginnen und Kollegen aus der Mikrobiologie an. Ich rufe jetzt mal dort an, um einfach nochmal einen Input zu kriegen. Und wenn der dann auch sagt, weiß ich nicht, aber ich kenne da jemanden, der hat einen ähnlichen Fall gehabt, umso besser. Also ich glaube, wir müssen in jeglichem Bereich aufhören, immer in unserem Silos zu denken. Also gerade bei solchen Situationen. Ja, sehr schön. Anna muss gleich weg, weil sie eine schwer beschäftigte Frau ist, sehr gefragt, international. Aber diese eine Frage, die würde mich tatsächlich noch interessieren. Anna, wenn du eine Sache ändern könntest im klinischen, im medizinischen Kontext in Bezug auf Sepsis, was würdest du ändern wollen? Ich würde, also was Julia auch angesprochen hat, dieses Multidisziplinäre, es sollte auch vor allem, weil es viele junge Menschen betrifft, unser Gesundheitssystem und unser Nachsorgeprofil ist nicht ausgelegt für junge Menschen. Und es gibt keine Sepsis-spezielle Reha, genauso wie es keine gute Reha, außer jetzt Sportreas etc. für junge Menschen gibt. Man braucht, vor allem wenn man zum Beispiel jetzt davor eigentlich auf einem Sportlerniveau war oder sehr funktionell, braucht man keine Reha wie für Patienten nach einem Herzinfarkt, sondern man braucht eine Reha, die darauf ausgelegt ist oder ein Nachsorgeprogramm, dass man idealerweise unterstützt wird, um zu dem funktionalen Zustand vor der Erkrankung der Sepsis sozusagen zurückkommt. Und das ist ganz, ganz anders. Und das muss nicht nur multidisziplinär gestaltet werden, sondern es muss darauf ausgelegt werden, dass es sehr komplex ist und auch die Patienten viele Ansprüche an sich haben und die gerechtfertigt sind. Und dass man nicht akzeptieren soll, zu sagen, okay, meine Gehstrecke ist jetzt, weiß ich nicht, 2 Kilometer, das ist okay. Weil für einen jungen Menschen ist das nicht okay. Und wenn man davor joggen war, dann ist das Ziel. Man kann, also diese Ziele unserer ganzen Nachsorge müssen adäquat adaptiert werden an den Patienten selbst. Das muss ein individuelles Programm sein. Das war's. Sehr schön. Tschüss, Anna, und vielen Dank für deine Zeit. Ja? Danke. Alles Gute. Alles Gute für dich und vor allen Dingen Gesundheit. Ebenfalls. Tschüss. Ja. Tschüss. Das ist auch von Anna ein sehr schöner Übergang. Arne und Julia, ihr seid jetzt die beiden letzten Verbliebenen. Und wir kommen aber noch zu unserem dritten Thema. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für, finde ich sehr schön. Und das betrifft eben die Nachsorge und die Langzeitfolgen. Julia, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen. Und ich würde da ganz gerne auch in diesem Punkt gerne nochmal deine Meinung hören. Und zwar gibt es ja sehr, sehr viele Berichte tatsächlich, wenn man das sich durchliest von Betroffenen, die auch darauf abstellen, eben, dass sie eben da rauskommen aus diesem künstlichen Koma, aus dieser Sepsis, aus diesem Delirium mit einem veritablen PTBS-Syndrom, nicht wahr? Und weil das ja einfach unfassbar auch psychisch belastend ist. Arne hat es halt auch schon mal beschrieben im Vorgespräch, dass er gesagt hat, okay, aber 4 Wochen halt einfach, 4 Wochen Lebenszeit fehlen einfach. Man weiß nicht, ne, was ist dazwischen. Das ist so, als wäre man weg gewesen und wird darauf überhaupt, das ist ja jetzt mal für euch eine Frage, ihr wisst es natürlich, aber ich glaube für die Leute, die uns jetzt zusehen, ist es sicherlich mal interessant, wie ist das denn, ist es jetzt schön, dass man oder vielleicht auch Glück, dass man die Sepsis halt wirklich überlebt hat und
Nun kommt man in den nächsten Status, dass man sagt, ich muss jetzt wieder irgendwie versuchen, mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich muss jetzt wieder versuchen, eben zu funktionieren, so wie es Anna gesagt hat, eben funktionabel zu werden. Hast du das Gefühl, dass das in Deutschland genügend auf dem Zettel ist, dass da genügend getan wird, dass da Sepsis, was ja immerhin die dritthäufigste Todesursache ist, also auch eine Erkrankung, die jetzt nicht irgendwie super ungewöhnlich ist, ja, sondern eben schon sehr, sehr viele Menschen betrifft, dass da wirklich Rechnung getragen wird von allen Seiten? Also sagen wir mal so, ich habe das Glück gehabt, dass ich in 2 Kliniken war, wo wirklich relativ schnell auch eine psychologische Betreuung stattgefunden hat, was, wie ich dann, sage ich mal so, im Austausch in der Reha dann mitbekommen habe, bei weitem nicht wirklich gang und gäbe ist. Ja? Also dass wirklich viele Themen man selber eigentlich erst im Nachgang dann vielleicht selber die Initiative ergreifen muss, um sie anzugehen. Also das ist mal das eine. Aber klar, also ich meine, das Problem ist ja, man wird plötzlich wach und findet sich in einer Situation wieder, wo man sagt, bin ich jetzt hierher gekommen, ja? Also ich weiß auch, dass ich aus dem Koma wach geworden bin und mein Mann neben mir saß am Bett und ich nur gedacht habe, warum freut der sich denn jetzt so? Also ich konnte es, weil man halt einfach natürlich auch mit entsprechenden Schmerzmitteln etc. einfach auch noch, wenn man könnte, wahrscheinlich einen halben Meter über dem Boden schweben würde, einfach viele Sachen überhaupt nicht realistisch einschätzen kann. Also das ist aber auch das Gute daran, dass so die Realität, fand ich, so tröpfchenweise kommt. Ja, dass man sagt, man kann das so gut verdaulichen Häppchen, kriegt man das dann idealerweise serviert. Ja, aber es gibt irgendwann diesen Punkt, wo man dann so quasi, so, und jetzt ist die Sepsis ausgeheilt und jetzt gehen Sie. Ja, und dann steht man irgendwie da und sagt so, ja, okay. Und jetzt ist aber eigentlich innerhalb von jetzt auf gleich, weil man hat ja diese Zeit im Koma einfach mehr oder weniger wirklich ja verpasst. Ja, man sagt, jetzt ist man auf einmal in ein Leben geschubst, wo man sagt, jetzt, gut, jetzt muss ich mich erstmal wieder sortieren, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Ich weiß ja vielleicht noch gar nicht, wie das ist, irgendwie amputiert zu sein und in bestimmten Situationen immer auf den Rollstuhl angewiesen zu sein. Und was heißt denn das jetzt für solche Sachen wie Autofahren? Oder kann ich jemals wieder Fahrrad fahren? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, waren unsere Kinder ja noch etwas kleiner. Ja, also was heißt das jetzt auch für den Familienalltag? Also kann ich auch wieder normal, sagen wir, für meine Kinder da sein und so weiter. Also da ist auch natürlich die Frage, also wie kann das gut begleitet werden? Ja, natürlich denke ich durch wirklich eine fundierte psychologische Begleitung, die halt wirklich auch hinschaut, gibt es dort eine posttraumatische Belastungsstörung, gibt es eine reaktive Depression? Also ist da wirklich auch dieser Anteil, wo man sagt, hey, da ist jemand, der immer fröhlich war, der wirklich positiv war, auf einmal jetzt wirklich, dass er in so ein Loch fällt. Ja, also das natürlich. Ja, und was halt, glaube ich, bei uns in Deutschland erschwerend hinzukommt, ist, entsprechend auch dann Therapieplätze zu finden. Also das ist ja, glaube ich, einfach für uns ein ganz, ganz großes Thema heutzutage, dass wir bei der Suche nach einem Therapieplatz für Psychotherapie Wartezeiten von einem Dreivierteljahr haben. Und ja, also da sind wir wieder bei diesem Thema. Also wenn mir irgendwas wehtut und es mir schlecht geht, dann ist Zeit einfach einer der wesentlichen Stellhebel. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und ja, also da kann sicherlich die Versorgung besser werden oder muss besser werden, dass es wirklich einfach diese, wie es Anna ja auch gesagt hat, einfach diese übergreifende Nachsorge auch gibt. Also man wird entlassen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche ja auf der Sepsis-Konferenz ging es auch darum, dass kurioserweise auch ganz häufig die Sepsis nicht als Diagnose auf den Entlassbriefen steht. Ja, wo man einfach sagt, wenn ich dann zu meinem Hausarzt gehe und nicht selber weiß, okay, es war jetzt eine Sepsis, das im Rahmen so von stiller Post und wie gebe ich die Informationen weiter, hat irgendwann versandelt. Und wie soll dann bitte eine vernünftige Nachsorge stattfinden,
wenn dieser dicke rosa Elefant namens Sepsis mitten im Raum ist, aber einfach verdammt nochmal nicht benannt wird. Ja, also, und jetzt sage ich mal, sind wir sage ich jetzt mal, mittlerem Alter vielleicht einfach auch noch so fit, dass wir sagen, wir können uns viele Sachen einfach auch selber zusammensuchen, unbequem sein, nachfragen und so weiter. Ich weiß nicht, wie die Generation meiner Eltern, Großeltern mit solchen Situationen umgehen würde, die vielleicht einfach auch nicht so fit aus dieser Erkrankung wieder nach Hause gehen. Oder auch jüngere Menschen, ne? Natürlich. Die das Selbstbewusstsein noch nicht so, ne? Also es war ja zwischenzeitlich auch so, dass meine Familie nicht gewusst hat, wie ich aus dem Koma wieder aufwache. Ja? Also wo sie auch gesagt haben, es kann auch durchaus sein, dass da einfach solche Hirnschädigungen entstanden sind, wo einfach nicht klar ist, was wird jetzt eigentlich nach dem Koma. Und so jemand, der dann vielleicht auch alleinstehend ist, keine Familie hat, also das ist dann schon schwierig. Und da, glaube ich, braucht es einfach viel, viel mehr eine Vernetzung und ein Netz, was auffängt von Organisationen, von Ansprechpartnern, die einfach auch wissen, wo muss ich fragen, wo muss ich nachschauen, was ist der nächste logische Schritt. Und da müssen wir müssen zu einer noch verzahnteren Medizin kommen. Das beißt die Maus keinen Faden ab aus meiner Sicht. Also das ist jetzt so die Quintessenz aus den 4,5 Jahren. Ja, aber eine wichtige Quintessenz. Ja. Vielen Dank für den Eindruck. Arne, ich weiß ja von dir, dass du begeisterter Klavierspieler bist und dass das ja auch für dich der erste Gang war, als du rauskamst. Und ne, wir dürfen es, glaube ich, hier auch sagen, in dem Rahmen und dem Zusammenhang, dass du eben auch Amputationen der Fingerkuppen hast und dass das natürlich das Klavierspielen jetzt nicht unbedingt viel, viel einfacher macht oder so. Aber wir kommen beide aus dem Kreativbereich, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das dein erster Gang war. An dich aber trotzdem mal so eine ganz andere Frage. Würdest du denn sagen, insbesondere gerade was Krankenkassen angeht, staatliche Stellen und so weiter, hast du da die Begleitung erleben dürfen, die angemessen ist, wo du sagen würdest, ja, okay, mit ein bisschen Initiative und Engagement kriegt man das ganz gut geregelt? Oder hast du das Gefühl so, okay, das war für mich einfach auch der nächste Kraftakt nach dieser Sepsis im Grunde genommen, der nächste Kraftakt, dass ich dann noch diese ganzen bürokratischen Hürden überspringen musste und mich kümmern musste, sehr viel Zeit, Energie reingeben, die ich ja sowieso nur begrenzt habe, weil ich ja noch mit den Langzeitfolgen zu tun habe, dass ich da irgendwie wieder die Hilfe auch bekomme und die Unterstützung bekomme, die notwendig ist? Ja, also ich möchte auch noch ein bisschen anschließen an die Ausführungen von der Julia. Also ich wollte eigentlich noch mal starten in dem Moment, wo man aus dem künstlichen Koma wieder aufwacht. Vielleicht neben meiner Klavierspielerei ist vielleicht so ein Charakterzug von mir, dass ich so aufgeben kommt für mich nicht in Frage, so ein bisschen im Hintergrund ist. Also wenn ich jetzt eine schwierige Situation habe, dann versuche ich das schon irgendwie hinzukriegen und auch möglichst gut mit einem möglichst tollen Rauskommen aus der Situation. Und für mich war eigentlich so mit einer der ersten Gedanken nach dem Aufwecken aus dem künstlichen Koma, ich will mein altes Leben wieder haben, zwar so schnell wie möglich. So, dazu gehört natürlich jetzt das Klavierspielen auch so. Das war zu dem Zeitpunkt aber völlig fraglich, weil das Erste, was ich gesehen habe nach dem Erwachen, waren halt meine schwarzen Fingerspitzen, von denen von vornherein klar war oder mir auch klar war, das muss weg, das kann nicht an den Fingern dranbleiben, das kann man so nicht mehr gebrauchen und zum Klavierspielen schon gar nicht. Also da musste man mir nicht so viel sagen dazu. Zweiter Schritt ist dann gewesen, dass mir am Krankenbett dann gesagt wurde, wie lange es dann dauern würde, bis ich wieder einigermaßen fit sein könnte. Das war also nach ungefähr einem Monat künstlichem Koma, habe ich mal 30 Tage angesetzt, hat man mir gesagt, also pro Tag künstliches Koma, eine Woche Rekonvaleszenz. Wenn man das aus dem Februar wecken im März sozusagen dann nach vorne rechnet, dann wäre das irgendwann im November. Da habe ich gesagt, okay, dann ist meine Ziellinie jetzt November und bis dahin will ich wieder fit sein. Dann gab es so nach 10, 12 Tagen die Operation der Fingerspitzen, das also von meinen 10 Fingern sind 9 operiert, 7 sind kürzer jetzt, 7 Finger. An der rechten Hand sind es 2 kürzere Finger, an der linken Hand sind es alle Finger, die nicht mehr die volle Länge haben. Und da stand halt auch völlig offen, und das haben eben meine Eltern auch während der Zeit im künstlichen Koma
oder hat da sehr, sehr viel Energie gekostet. Wie wird er denn reagieren, wenn er als Klavierspieler aufwacht und die Hände sieht? So was macht das mit dem Menschen eigentlich? Das steht völlig außer Frage. Und natürlich auch immer die Frage auf der Intensivstation der ganzen Angehörigen, die ja regelmäßig da aufkreuzen, schafft das denn und wann? Und wie sieht es aus? Und wie ist es im Vergleich zu gestern? Und haben wir noch Hoffnung? Wo man dann auch immer wieder gesagt bekommt als Angehöriger, solange er hier auf der Intensivstation ist er noch nicht über den Berg. Also warten wir es ab, wir können es noch nicht sagen, wir müssen sehen, wie er hier wieder rauskommt. So, und dann hat man halt so eine Situation, die unglaublich schwierig ist und fängt dann an, so langsam wieder mobilisiert zu werden mit allen Hindernissen, die dann da dran sind. Also man verliert ja nach 4 Wochen bei mir zum Beispiel komplett alle Muskeln. Man sieht aus wie so ein, ja, ich habe 20 Kilo Gewicht verloren, obwohl ich nicht dick war. Da ist nichts mehr dran am Körper, mit dem man irgendwie was Vernünftiges anfangen könnte. Und ja, dann kam natürlich auch irgendwann die Frage, wenn er jetzt aus der Normalstation, aus dem Krankenhaus wieder ins Leben zurück soll, dann soll er ja in der Reha. Und was können wir machen? Und ich habe dann einfach nur gesagt, weil ich gerne am Wasser bin, so, ich würde gerne ans Meer. Das habe ich mal so einfach so vorgegeben. Und da hatte der Sozialdienst des Krankenhauses dann tatsächlich auch rumtelefoniert und hatte auch ein Krankenhaus in Schleswig-Holstein gefunden, was nahe am Meer war. Und sagte, ja, ich melde Sie da an, wenn Sie damit einverstanden wären. So. Und dann kamen die am nächsten Tag zurück und sagte, ja, es wird leider nichts. Ich sage, wieso? Ja, man hat sie abgelehnt. Ich sage, wie kann man Patienten ablehnen? Ja, sie wissen nicht, was sie mit dem Sepsis-Patient machen sollen, sei die Antwort gewesen. Und das finde ich auch heute noch, das ist jetzt nun gut 10 Jahre her. Wir haben heute, auch nach 10 Jahren, immer noch die Situation, dass die Möglichkeiten einer Sepsis-Rehabilitation noch so wenig abgeklärt sind. Und da muss man allerdings auch den Kliniken zugutehalten, die verschiedenen Leidensbilder, die Patienten mit nach draußen tragen nach dem Krankenhausaufenthalt, sind derartig unterschiedlich, dass ich es denke, wird es nicht gelingen, eine Klinik zu etablieren, die sich auf Sepsis spezialisiert, sondern dass man in vielen Fachkliniken einfach Bereiche schaffen muss, dass man bestimmte Bilder, die nach einer Sepsis vorkommen können, besser abbilden kann als ein allgemeines Rehabilitationszentrum. Und wie das bei Julia auch gewesen ist, ich würde mein Programm, was ich in der Reha abspulen sollte, eigentlich mehr so als Fitness und Wellness bezeichnen. Ich hatte keine kognitiven Einschränkungen, es ging ja bald um meine Finger und den muskulären Wiederaufbau. Und da ist natürlich eine Muckibude und Fitnesstraining und solche Dinge sind natürlich extrem wichtig und haben auch unglaublich viel gebracht. Also es ging recht schnell voran. Also von der Aufnahme dort in der Reha-Klinik musste ich also sehr weit zum Fitnessstudio oder zum Fitnessraum gehen, um meine Sportübung dort machen zu können. Dann bin ich also beim ersten Mal zwar angekommen, aber nicht ohne Pause wieder zum Zimmer zurückgekommen, weil einfach nicht genug Substanz war, um den Weg zu schaffen. Und nach 4 Wochen war ich in der Lage, 2 Kilometer hin und 2 Kilometer zurück am Strand durch den Sand zu gehen, ohne Pause. Also da kann man schon erkennen, dass da schon Möglichkeiten bestehen, aber es gibt keine allgemeingültige Reha für Sepsispatienten. Und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Weg noch vor uns, dass wir die Kliniken auch auffordern, sich zu überlegen, mit welcher Art von Sepsispatienten können sich bestimmte Kliniken besonders gut befassen und was machen sie mit denen. Ja, vielen Dank, Arne. Das war ein interessanter Einblick. Matthias, vielleicht an dich auch mal die Frage, so, wie ist das, wenn ihr ihr seid ja sozusagen so die erste Stelle, ne? Ihr behandelt die Sepsis und wenn die Menschen dann hoffentlich in die Sepsis überlebt haben und mit hoffentlich möglichst wenig Einschränkungen, dann verlassen sie irgendwann euer Haus. Wie ist das bei euch geregelt? Sagt ihr noch, wir kümmern uns jetzt auch noch ein bisschen um die erste Nachsorge, um die ersten Anlaufstellen? Oder sagt ihr einfach nur so ähnlich wie Julias gesagt hat, man bekommt so die Papiere in die Hand und dann schönen Weg und schönes Leben noch und das war's? Kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Also wie ist das du kannst natürlich jetzt nicht bundesweit, das ist klar oder so, aber wie ist es in Greifswald geregelt, wo ihr ja doch eben sehr sensibel seid, was das Thema Sepsis angeht? Also hört das bei dieser Dokumentation auf, die ihr macht und diese speziellen, dass ihr die Leute eben ganz speziell schult und ein ganz spezielles Labor auch dafür habt? Oder sagt ihr auch, nee, das hört bei uns an dieser Stelle halt nicht auf, sondern wir kümmern uns einfach auch noch um den nächsten Step, damit die Leute eben dann, auch wenn sie unsere Klinik verlassen, noch möglichst gut so reinstarten können in die Rekonvaleszenz? Ja, ich muss dich leider enttäuschen. Also das ist schon so,
das Ganze ist ja gestartet aus der Intensivmedizin heraus. Und als wir es gestartet haben, war Intensivmedizin, da ging es darum, dass der Patient überlebt. Heute ist Intensivmedizin sehr viel mehr. Heute soll ein Patient mit Lebensqualität die Station verlassen oder er soll sie danach wieder erreichen. Ein sehr subjektiver Parameter. Und bei uns ist es ganz klar auch so, dass in unserem Brief nicht immer die Sepsis drinsteht, leider. Dass es keinen Patientenbrief bisher gibt, also der im Verständigen, in Nicht-Ärztesprache den Angehörigen und die Patienten erklärt, was er hat. Dass es keine Sepsis-Entlassuntersuchung gibt, die vielleicht schon einen Hinweis gibt, hat der Patient eher kognitive Einschränkungen, hat er eher posttraumatische Belastungsstörungen, ist eher eine depressive Aspekt vielleicht wichtig, dass man schon eine Richtung für die Reha hat. Das alles gibt es nicht. Was wir anfangen, ist Patiententagebücher intensiver führen zu lassen. Davon weiß man, dass eben die Patienten damit ihre Lücke des Komas besser schließen können. Aber und wir machen halt sowas wie hier, um Verständnis zu werben. Und ich glaube auch, dass es nicht die Aufgabe der Intensivmediziner sein kann, das zu lösen. Also aus meiner Sicht ist es eine Aufgabe der Krankenkassen. Warum gibt es keinen Sepsislotsen? Zu dem man als Sepsisüberlebender geht, wo eben genau das engagiert wird, dass man rauskriegt, hat er überhaupt Probleme, wo sind seine Probleme, was ist das Problem dieses Post-Sepsis-Patienten? Ja, also das finde ich, Post-Covid steht jetzt überall, ne? Aber es gibt eben diesen Post-Sepsis-Patienten schon immer und das ist ungeklärt. Da wäre so ein Sepsislotse der Krankenkasse eine gute Sache und wir kümmern uns lieber um das, würde ich vorschlagen, was wir verstehen. Und das ist halt, uns darum zu kümmern, dass eben Sepsis besser erkannt und behandelt wird, also dass man da Qualitätsmanagement macht, ne, dass man Schulungen macht, dass wir uns einsetzen, dass es endlich ein 24/7 mikrobiologische Diagnostik, also rund um die Uhr gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist ein Notfall und das Labor, das die Blutkulturen annimmt, ist teilweise 100, 120 Kilometer entfernt und macht um 16:30 Uhr zu und am nächsten Morgen um 7:30 wieder auf. Und am Wochenende hat es ganz zu. Das ist ja vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber das ist ja absolut nicht adäquat für einen Notfall. Also, und das ist eher so, wo wir unsere Hauptkompetenz sehen, uns darum zu kümmern. Aber für das andere hätten wir natürlich auch Ideen. Sepsislotse zum Beispiel. Das ist aber sehr schön und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das nochmal ansprichst, weil die beiden nämlich, Julia und Arne, geschickt um dieses Thema herumlaviert sind, obwohl ich sie speziell gefragt habe, nämlich in Sachen Krankenkassen. Mich würde das tatsächlich wirklich interessieren. Habt ihr euch von eurer Krankenkasse, bei der ihr ja versichert seid, habt ihr euch von denen gut betreut gefühlt? Und da ist ja das, was eben Matthias eben gesagt hat, genau deswegen habe ich eben diese Frage eben auch gestellt, weil ich denke auch, es ist nicht unbedingt Aufgabe der Klinik, also vielleicht schon so diesen ersten Step, also dass man Sepsis als Diagnose oder Diagnostik halt mit aufschreibt auf den Entlassungsbrief und so weiter, ja klar, das schon, aber das, was danach kommt, ist wirklich eben Aufgabe der Krankenkasse und da würde mich schon wirklich euer Eindruck interessieren, noch zum Abschluss, wo ihr sagt so, naja, auch da gibt es genügend Defizite und auch da scheinen ganz, ganz viele entscheidende Leute Sepsis überhaupt nicht auf dem Zettel zu haben. Julia, willst du? Also ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema, also der Wald ist immer in mir hoch, weil ich einfach auch die Diskussion mit meiner Krankenkasse hatte in der ersten Reha, dass es dann hieß, okay, also die Stümpfe sind soweit, die können jetzt mit Prothesen versorgt werden und dann ging der Antrag zur Krankenkasse und dann kam zurück, nee, also das müssten wir jetzt erst noch mit dem medizinischen Dienst klären lassen, ob denn überhaupt eine Prothesenversorgung notwendig ist. Punkt war, ich bin amputiert aus der Klinik entlassen worden. Also das heißt, mir fehlte der komplette linke Fuß und mir fehlte der rechte Vorfuß. Also die Faktenlage unter meiner Bettdecke, sage ich jetzt mal unter den Verbänden, war ziemlich eindeutig. Ja.
Und das ist was mich wirklich massiv geärgert hat. Man kommt in ein Leben zurück, was einfach Kopf steht, wo gefühlt einfach kein Stein mehr auf dem anderen ist. Man sieht sich mit einer völlig neuen Lebenssituation konfrontiert und muss dann diese Kämpfe ausfechten, dass man erklärt, warum denn jetzt eine Prothesenversorgung notwendig ist, wo man sagt, in Situationen, die einfach eindeutig sind und wo ich sage, Herrschaftszeiten, ich will denen jetzt nicht erklären müssen, warum ich eine Prothese zum Laufen brauche. Ich war zu dem Zeitpunkt Anfang 40, wo ich gesagt habe, natürlich will ich wieder laufen. Ich sehe mich jetzt nicht als diejenige, die ihr Leben lang im Rollstuhl verbringen möchte. Und dieses immer wieder sich für Hilfsmittel erklären müssen, immer wieder sagen müssen, ja, es ist aus den und den Gründen notwendig. Und jetzt ist es, sagen wir mal so, bei Amputationen dachte ich eigentlich immer recht offensichtlich, weil das sieht man, ja, aber was ist mit Situationen, mit Spätfolgen, die man halt nicht sieht, wie eine posttraumatische Belastungsstörung, wie Polyneuropathien, wie Aufmerksamkeitsstörungen, etc., 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 ja, wo ich sage, das sieht man nicht. Ja, und man hat einfach nach so einer schweren, wirklich lebensbedrohlichen und lebensverändernden Erkrankung oftmals einfach nicht die Energie, sich dann auch noch mit diesen Hürden auseinanderzusetzen. Und da braucht es einfach auch viel, viel niedrigschwellige Angebote und wirklich auch ein Verständnis dafür. Also irgendwann ist auch so, wo ich sage, da ist man schon, oder da bin ich dann auch wirklich kurz davor, also gefühlt meine gute Kinderstube zu vergessen, ja, wo ich sage, Herrschaftszeiten, warum muss ich jetzt das 5. Mal einen Brief oder eine Stellungnahme schreiben, was jetzt schon in zigfacher Ausfertigung als Arztbrief, als weiß ich nicht was, als Gutachten bei der Krankenkasse liegt. Und dann heißt es, ja, die Unterlagen sind nicht da. Also so viel zum Thema auch Digitalisierung, wo ich sage, ich habe das alles elektronisch, ich kann es Ihnen schicken, nee, das dürfen wir nicht, wegen Datenschutz. Schicken Sie es uns, wir scannen es ein und es wird dann abgelegt. Ja, und das sind Sachen, die machen mürbe. Die machen mürbe, weil es ist nicht die einzige Baustelle, die man gerade hat. So ist es. Ja. Aber ich denke mal, das ist aber auch sowieso ein grundsätzliches Thema, was gesellschaftspolitisch jetzt gerade zieht, weil man hat als Patient, sage ich mal, einen medizinischen Hintergrund für das Anliegen und rauscht mit voller Wucht in die Bürokratie einer riesengroßen Organisation. Und ich kann zu meiner Krankenkasse eigentlich Gutes sagen, indem ich sage, sie haben alle Rechnungen bezahlt, die ja auch nicht unerheblich waren. Aber darüber hinaus ist der Service, wie du das eben auch schon gesagt hast, also auf der menschlichen Ebene verkümmert. Ne, also wenn ich mir überlege, dass nach so einer Aktion, wie ich sie erleben musste, es durchaus gerechtfertigt ist, nach den dann ja 3 Jahren Wartezeit nochmal wieder eine zweite Reha dran zu hängen, um das, was bei der ersten nicht geschafft worden ist, vielleicht nochmal nachzubessern und für den Patienten das Leben wieder erträglicher zu machen. Da fragt keiner in der Krankenkasse nach, wie sieht es denn aus? Hat die erste Reha geholfen? Sie haben jetzt nach 3 Jahren wieder eine Möglichkeit, einen neuen Antrag zu stellen. Wollen Sie eine Kur in Anspruch nehmen? Das werden die natürlich nicht machen, weil es sie Geld kostet. Und das ist halt schon ein Anzeichen dafür, ja, Gesundheitskasse kann man das nennen, aber dass man da gesund wird, in Begleitung in die Hand nehmen, also dass der Patient an die Hand genommen wird von der Krankenkasse, damit sein Leben wieder besser wird und vielleicht auch die Spätfolgen die eigene Krankenkasse nicht mehr so belasten, wie sie das ohne diese zusätzlichen Leistungen, die man im Vorfeld machen kann, alles mal über die Bühne geht. Also den Schritt sehe ich auch noch nicht. Also man muss am Anfang, also das ist jetzt mein Fazit, inzwischen sind meine Krankenkasse und ich, haben wir unseren Deal gefunden, aber es war wirklich eine haarige Auseinandersetzung mit wirklich von meiner Seite einem sehr, sehr langen Artikel im Social-Media-Bereich, wo ich gesagt habe, ich laufe da immer gegen eine Wand und habe das klar belegt, wo dann wirklich abends sich das Social-Media-Team meiner Krankenkasse gemeldet hat und gesagt hat, geben Sie uns die Versichertennummer, Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten, wir kümmern uns. Und keine 12 Stunden später war die Genehmigung der beiden Prothesen da. Und wo ich sage,
Das ist jetzt ein Einzelfall. Ich glaube, inzwischen habe ich einen Totenkopfstempel auf meiner Akte. Also immer, wenn ich was einreiche, wird es wahrscheinlich durchgewunken. Aber der Fakt ist ja, es gibt viele Menschen, die einfach nicht die Energie haben, die nicht die Kapazität haben, die auch nicht die Zugänge haben, sich mit diesen Unterlagen, mit den Anträgen, mit all dem, was man einreichen muss, auseinanderzusetzen. Und deswegen fand ich, Matthias, jetzt deine Idee so charmant, wirklich mit diesem Sepsislotsen. Ich hätte mir in so vielen Situationen jemand gewünscht, also der nicht nur aus medizinischen Aspekten, was gibt es für Anschlusstherapien, wenn jetzt die normale medizinische Reha durch ist, wenn ich wieder körperlich so weit fit bin, dass ich eine gewisse Strecke laufen kann, dass ich meinen Alltag wieder bewältigen kann. Aber was darüber hinaus brauche ich noch auch an Anlaufstelle? Wo finde ich Kontakte zu anderen Betroffenen? Wo kann ich mich austauschen? Wo kann ich mich schlau machen? Wer hört mir vielleicht auch einfach nur mal zu, wenn es mir schlecht geht? Ja, wenn ich sage, boah, das neue Leben ist überhaupt nicht das, was ich bestellt habe. Ja, jetzt habe ich hier irgendwie gefühlt so ein Montagsfabrikat bekommen und es funktioniert hinten und vorne nicht. Also all das, dass man sagt, Informationen sind gebündelt. Jetzt haben wir das natürlich viel schon in der Sepsishilfe, in der Sepsisstiftung. Aber auch dieses Thema, es ist nicht jeder internetaffin. Es ist nicht jeder affin da drin, wirklich den Rechner aufzuklappen und sich dort Informationen zu holen. Also das heißt, es muss aus meiner Sicht auch viel, viel mehr in die Breite gestreut werden, dass es Angebote gibt beim Hausarzt, bei den Apotheken, bei den Gesundheitsämtern, in den Krankenhäusern. Ja, also ich meine, da gibt es die Sozialberatung, wo man sagt, also auch die mehr in diese Nachsorgethemen, die einfach so vielfältig sind, dass man sich als Laie nicht zurechtfindet, wirklich helfen und zumindest eine Richtung sagen, okay, für Grad der Behinderung beantragen, müssen Sie dahin. Und Führerschein nach Amputation müssen Sie dahin, etc. Also dass man wirklich sagt, es muss einen leichteren Zugang zu diesen Informationen geben. Und da sind wir wieder bei dieser Interdisziplinarität des Arbeitens, wirklich zu sagen, über die Silos hinaus. Die Silos, ja. Das ist ein schönes, ein sehr schönes Schlusswort, Julia, wie ich finde. An dieser Stelle wirklich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Julia, an Arne, an Matthias und natürlich auch Anna, die ein bisschen früher weg musste. Ich glaube, was wir heute gelernt haben, ist, dass Sepsis ja ein Thema sein sollte, was ganz, ganz viele Leute einfach nicht auf dem Zettel haben, aber haben sollten, dass es oftmals an Empathie und Verständnis fehlt. Und dass es gerade für die Leute, die im medizinischen Bereich tätig sind, ja auch ein kleiner Ansporn sein kann, dass man dort mit relativ geringem Zugang wirklich Menschenleben retten kann. Das ist wirklich, man hat eben einfach die Chance, wirklich ein Menschenleben zu retten, wenn man da genauer hinguckt, genauer zuhört und eben auch, wie Matthias so schön gesagt hat, auch wenn der Satz nicht von ihm kommt, aber eben im Zweifel an die Sepsis denkt. Und ich glaube, das ist wichtig einfach. Und deswegen auch vielen, vielen Dank an Arne und Julia und die anderen alle, die wirklich auch in der Deutschen Sepsishilfe und in der Deutschen Sepsisstiftung eben dafür sorgen und eben auch Matthias mit der Sepsisakademie, dass dieses Thema wirklich sehr, sehr breit gestreut wird, weil wenn man eins wirklich zum Abschluss sagen kann, ist, es kann wirklich jeden treffen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und euch allen beste Gesundheit und ein langes Leben. Ja, alles Gute, danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.